Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Gäste der Ludwig-Maximilians-Universität, zu Hause vor Ihren Monitoren, ich begrüße ganz herzlich zu unserer Ringvorlesung, zu dieser Reihe von KI-Lectures. Und neben mir hier im Studio begrüße ich unseren heutigen Referenten, Herrn Professor Dr. Thomas Seidel. Ja, bevor ich Ihnen Herrn Professor Seidel etwas näher vorstelle, möchte ich gerne, wie geht's weiter? Ja, richtig. Unsere treuen Hörerinnen und Hörer wissen genau, was jetzt kommt. Möchte ich gerne Ihnen ein paar konzeptionelle und organisatorische Hinweise geben. Jetzt sind wir am Ende dieser Vorlesungsreihe. Sie werden fragen, muss er das jetzt wieder sagen? Ja, er muss es natürlich sagen, denn wir haben festgestellt, unsere Vorlesung hat eine weite Verbreitung. Auch heute Abend hätten wir wieder einen ziemlich großen Hörsaal der Ludwig-Maximilians-Universität füllen können. Aber wir wissen auch, und deswegen fragen wir Sie auch immer nach unserer Vorlesung, nach Ihrem Feedback. Wir wissen auch, dass viele Zuseherinnen und Zuseher sich ganz gezielt zu ganz bestimmten Themen einschalten. Also kann es ganz gut sein, dass auch heute Abend wir wieder ganz neue Zuhörerinnen und Zuhörer haben. Und deswegen will ich Ihnen auch heute vorab konzeptionelle und organisatorische Hinweise geben. Aber eigentlich will ich etwas anderes noch vorneweg sagen. Ich muss Ihnen ein Geständnis machen. Ich war einigermaßen nervös. Ich war schon das ganze Jahr 2022 nervös und ich war insbesondere in den letzten beiden Wochen nervös. Ich war nervös über die Frage, findet diese Veranstaltung statt? Können wir unsere KI-Lectures überhaupt zu Ende führen? Und ich habe mir diese Frage gestellt, wegen Omikron. Sie machen vielleicht diese Erfahrung auch in Ihrem Umfeld, sind vielleicht selber betroffen, müssen in Quarantäne sein. Ich habe mich gefragt, ob wir diese heutige Sitzung noch machen können. Und wir können sie machen. Wir sind bei Ihnen jetzt zu Hause. Und ich bin wirklich ganz glücklich, dass wir das in der Tat machen können. Auch in unserem Umfeld gibt es Quarantänefälle. Und natürlich, wir zwei hier alleine im Studio, wir können nicht zu Ihnen nach Hause kommen. Wir brauchen dazu Menschen, die uns helfen. Wir brauchen ein ganz großes Team, das uns dabei unterstützt. Und war es möglich, durch diese Zeit zu kommen? Ja, bis heute war es möglich. Und deswegen bin ich ganz glücklich. Meine Nervosität schwindet mit dem heutigen Abend. Es ist ja nicht nur das Team der Media School Bayern, das uns hilft, dass wir zu Ihnen nach Hause kommen, sondern es sind auch sehr viele Menschen aus der zentralen Universitätsverwaltung der Ludwig-Maximilians-Universität. An dieser Vorlesungsreihe sind zwei große Dezernate beteiligt, das technische Dezernat und das Organisationsdezernat und zudem auch natürlich unsere Abteilung für Kommunikation und Presse. Und weil all diese Menschen hier zusammenwirken und auch heute noch zusammenwirken können, bin ich auch dankbar. Und ich bin auch dankbar all diesen Mitarbeiterinnen. Ich will diese Gelegenheit nutzen, allen, die diese Veranstaltung möglich gemacht haben, jetzt heute bei dieser letzten Veranstaltung in der Reihe der KI-Lectures meinen ganz, ganz herzlichen Dank sagen. Also wirklich eine tolle Leistung, großartige Beispiele für ein großartiges Engagement. Deswegen können wir heute hier sein und ich freue mich in der Tat. Ja, Omikron. Wir Universitäten haben nicht die Möglichkeit, wie das jetzt allenthalben diskutiert wird, irgendwie zu lockern. Wir Universitäten, wir müssen verantwortungsvoll umgehen. Das heißt, wir müssen immer noch so tun, als ob wir unter dem Delta-Regime wären. Wir können nicht sagen, wir nehmen dies oder jenes in Kauf. Wir müssen uns bemühen, dafür zu sorgen, dass die Leute in unserem Kontext sich nicht anstecken, nicht krank werden. Natürlich, das werden wir nicht schaffen. Aber das Bemühen können wir dennoch nicht ablassen. Also auch hier mein erster technischer Hinweis. Auch heute findet diese Veranstaltung unter scharfen Hygieneregeln statt. Wir lüften hier, wir setzen immer die Masken auf. Nur wir zwei, unser Referent und ich, wir sind, während wir zu Ihnen sprechen, von der Maskenpflicht befreit. Wir sind alle geimpft, also wir halten uns auch heute in der Tat an die Regeln. Ja, es ist die letzte Folge. Professor Seidel wird heute den Schlusspunkt setzen und ich bin in der Tat also wirklich glücklich, dass wir Sie gewonnen haben. Der Schlusspunkt von einer Folge von Vorlesungen, wo wir doch ein ganz weites Feld
von KI, von künstlicher Intelligenz durch die Fächer und Fachbereiche und Fakultäten der Ludwig-Maximilians-Universität exemplarisch abgedeckt haben. Wir haben Beiträge gehört, natürlich aus der Informatik und sind auch heute wieder Informatik, aber auch aus der Statistik, aus der Medizin, ja aus der Assyriologie, aus der Astrophysik und sogar aus der Philosophie und Ethik haben wir Vorträge gehört. Und das gehört schon zu den konzeptionellen Hinweisen. Wir möchten Ihnen die Volluniversität präsentieren. Wir möchten Ihnen das interdisziplinäre Spektrum präsentieren, natürlich in ausgewählten Ausschnitten. Und wir möchten Ihnen das präsentieren bei einem hochdynamischen Forschungsfeld, wie es die KI darstellt und wie wir das auch heute nochmal hören wollen. Und dabei ist die Universität, und das ist die Grundidee dieser Ringvorlesung, auch so etwas wie ein Scharnier zwischen Wissenschaft und Gesellschaft. Und KI ist das Thema, das diese Scharnierfunktion in ganz wunderbarer Weise erfüllt. Dazu gehörte es auch, dass wir versucht haben, Kolleginnen und Kollegen aus den unterschiedlichsten Fachbereichen zu gewinnen. Das ist uns nicht bei allen gelungen, aber wir haben eine tolle Reihe von 8 Vorlesungen zusammengestellt. Mittlerweile haben Sie 10 Kolleginnen und Kollegen kennengelernt und heute werden Sie noch Herrn Professor Seidel kennenlernen. Es gab dabei immer auch ein Prinzip. Wir wollen die Kolleginnen und Kollegen gewinnen, aber wir machen niemals in irgendeiner Weise inhaltliche Vorgaben. Ja, niemals. Also es gibt doch 2 ganz kleine Ausnahmen und diese Ausnahmen, die betreffen die erste Vorlesung und sie betreffen heute die letzte Vorlesung. Ja, wir haben natürlich nicht gesagt, also wir erwarten, dass Sie dies oder jenes sagen, sondern wir haben ganz, ganz sanft agiert. Wir haben nur mitkommuniziert. Bei der ersten Vorlesung von Frau Professor Kutynjok, Sie machen die erste Vorlesung. Und wir haben mitkommuniziert heute bei Herrn Professor Seidel, Sie machen die letzte Vorlesung. Und die Kollegen haben diesen sanften Hinweis ganz wunderbar verstanden. Und deswegen kann ich auch ganz zu Recht von einem Schlussstein in diesem Gebäude der Ringvorlesung sprechen. Professor Seidel wird nämlich heute sprechen über künstliche Intelligenz. Ein Ausblick auf künftige Entwicklungen. Und genau das haben wir uns gewünscht für einen solchen Schlussstein. Ja, ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich sage immer, live ist live. Heute können Sie mitdiskutieren. Ja, ich weiß, die Treuen unter Ihnen, die kennen das. Und für die Neuen nochmals hier der Hinweis mit der Funktion, die Sie irgendwo hier unten an Ihrem Monitor sehen, Fragen und Antworten. Da können Sie Ihre Fragen formulieren und wir sprechen dann nachher mit Professor Seidel und Professor Seidel wird Ihre Fragen beantworten. Auch hier gleich schon der Hinweis, stellen Sie doch Ihre Fragen früher, dann können wir versuchen, vielleicht mehr Fragen aus unterschiedlichen Themenbereichen zusammenzukriegen. Und ich bitte natürlich immer auch um das Verständnis, dass wir leider nicht alle Fragen beantworten können, wenn dann die Zeit unserer Vorlesung zu Ende geht. Ja, und ein letzter Hinweis, auch diese Vorlesung können Sie ungefähr nach einer Woche wieder auf dem YouTube-Channel der LMU ansehen. Und dann haben Sie sozusagen auf YouTube die ganze Bandbreite der KI-Lectures in diesem Wintersemester. Sie können sich alle Vorlesungen noch einmal anschauen und weiterempfehlen, von Vorlesung 1 bis heute zu Vorlesung Nummer 8. Ja, und damit darf ich Ihnen jetzt endlich Herrn Professor Dr. Thomas Seidel vorstellen. Professor Dr. Thomas Seidel ist Inhaber des Lehrstuhls für Datenbanksysteme und Data Mining an der Fakultät für Mathematik, Informatik und Statistik der Ludwig-Maximilians-Universität. Professor Seidel hat nach seinem Studium der Informatik an der TUM, an der LMU promoviert und sich hier auch an der LMU habilitiert. Also hier begann dann die akademische Karriere. Professor Seidel ist zudem der Direktor des Munich Centers for Machine Learning, MCML. Ich habe das schon mal erwähnt und will Sie gerne noch mal darauf hinweisen. Das ist eine gemeinsame Initiative von LMU und Technischer Universität München, die zu den 6 vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Kompetenzzentren für KI-Forschung gehört. Und Ziel dieses Zentrums ist es, die Grundlagenforschung im Bereich des maschinellen Lernens mit engem Bezug zu den Anwendungen in der Praxis voranzutreiben.
Nach Aufenthalten an den Universitäten Augsburg und Konstanz wechselte Herr Professor Seidel zunächst an die RWTH Aachen, wo er als Professor für Data Management und Data Exploring und andere Fachgebiete am Exzellenzcluster UMIC, also das ist nun wirklich für mich als Geisteswissenschaftler beeindruckend, UMIC, Ultra High Speed Mobile Information and Communication, beteiligt war. Professor Seidel ist Mitglied im Direktorium, wie wir sagen, des LRZ, also des Leibniz Rechenzentrums, und er ist Mitglied im Bayerischen KI-Rat, also einer ganz entscheidenden Verbindungsstelle zwischen Wissenschaft und Politik. Und ich habe Ihnen schon gesagt, welch große und auch großartige politische Unterstützung dieses Forschungsfeld an den Universitäten durch die bayerische Staatsregierung erfährt. An der LMU wirkt er neben seiner Tätigkeit als einer der Direktoren des Munich Center for Machine Learning, als einer der beiden Sprecher des Elite-Master-Studiengangs Data Science mit und im ZDB Innovation Lab for Students Big Data Science. Herr Seidel, das ist wirklich ein großes Glück, dass wir Sie gewonnen haben. Es ist ein noch größeres Glück, dass wir Sie für diese letzte Vorlesung, für diesen fulminanten Schlusspunkt gewonnen haben. Ich freue mich auf Ihren Vortrag. Herr Jaraus, ganz herzlichen Dank für die Einführung, die freundlichen Worte. Ihnen, dem ganzen Präsidium, ganz herzlichen Dank für die Einladung, dass ich heute sprechen darf. Und natürlich ist es der Schlusspunkt in dieser Vorlesungsreihe, aber wie auch der Titel schon sagt, ein Ausblick auf künftige Entwicklungen, sind wir natürlich noch nicht am Ende der künstlichen Intelligenz angekommen, sondern da geht es jetzt auch so richtig weiter. Losgegangen ist es schon. Ich habe auch einen kurzen Rückblick noch. Genau. Und möchte Ihnen eben, der Herr Jaraus hat es schon gesagt, künstliche Intelligenz, ein Ausblick auf künftige Entwicklungen als Thema vorstellen. Und ich habe mir gedacht, ich greife 3 Blöcke raus, die ich heute Ihnen darlegen möchte. Zum einen die Frage künstliche Intelligenz. Was ist das eigentlich? Wie schlau kann das werden? Ich habe es in Anführungsstriche geschrieben. Ich wurde mal zum anderen Vortrag eingeladen mit diesem Titelvorschlag. Da komme ich nachher darauf zurück, was ich mir dafür Gedanken gemacht habe. Das Munich Center for Machine Learning wird dann den zweiten Block bilden, was eben eine Vereinigung von Wissenschaftlern ist, von Kolleginnen und Kollegen aus der LMU, an der TU München. Wir haben da die Initiative ergriffen und dann eben einen größeren Kreis zusammengefunden, der jetzt auch noch weiter ausgebaut wird. Bislang war die Förderung nur von BMBF. In Zukunft wird die Förderung auch zusammen mit der Hightech-Agenda der bayerischen Staatsregierung vonstatten gehen, mit einer weiteren Ausbaustufe und Verstetigungsstufe dieses Zentrums. Und am Schluss dachte ich mir, ich bringe noch ein paar Beispiele aus unserer eigenen Forschung, was eben bei uns am Lehrstuhl in der Gruppe so passiert. Also zuerst, wie schlau kann künstliche Intelligenz werden? Und da möchte ich anfangen, die Geschichte ganz kurz im Schnelldurchlauf aufzurollen. Eine Folie. Das Problem heute für mich ist so ein bisschen, ich trage ganz viele Eulen nach Athen, denn ich bin mir sicher, der eine oder andere von Ihnen steckt entweder mittendrin oder hat sich schon sehr stark interessiert. Auf der anderen Seite möchte ich aber natürlich auch ein paar grundlegende Begriffe nochmal bringen, vielleicht auf einer höheren Ebene, so ein bisschen als Zusammenfassung. Und ich hoffe, ich treffe da eine gute Auswahl. Die künstliche Intelligenz ist nichts Neues. Technisch hat man das in den 1950er Jahren begonnen. Gedanklich hat man das viel früher schon angefangen. Also in der Literatur findet man viele Beispiele. Später habe ich mal ein Bild, der Zauberlehrling, aus dem Zauberlehrling von Goethe. Viele andere Beispiele aus vielen Jahrhunderten, wo man sich schon vorgestellt hat, künstlich, da muss doch irgendwas gehen. Das kann doch nicht nur der Mensch intelligent sein, kann man da nicht was schaffen. Was versteht man unter künstlicher Intelligenz eben seit den 1950er Jahren? Da gab es auch die ersten Computer schon, die einfache Rechenaufgaben gelöst haben und wo man sich überlegt hat, man müsste oder könnte doch vielleicht Computer dazu bringen, intelligentes Verhalten zu imitieren. Es schlägt ja auch immer die Frage mit durch, was ist denn Intelligenz an und für sich, nicht nur die künstliche Intelligenz. Und da hat man eben angefangen, Intelligenz als Verhalten, intelligentes Verhalten zu definieren. Und dann ist man rausgekommen bei regelbasierten Systemen, bei der Logikprogrammierung, wo man logische Formeln hat, Ableitungen, wie man sie aus der Antike schon kennt, und Prädikatenlogik, was so in der neueren mathematischen Logik entwickelt wurde. Das sind die Themen, die hier
auf die Computer übertragen wurden. Dann eigentlich frühe Ideen auch in den 1950er Jahren, aber die Implementierungen, die Umsetzungen, technisch ging das los in den 1980er Jahren, das maschinelle Lernen. Dass ich also nicht nur als Experte ein Regelsystem aufbaue, sondern dass ich beobachte, was passiert denn so in der Welt, was ist denn tatsächlich da an Daten, an Beobachtungen, wie funktioniert Sprache, wie funktioniert ein technisches System, und ich habe ganz viele Messergebnisse, Datenerfassung und bringe das alles zusammen und lasse mir automatisch, maschinell, eigentlich könnte man das auch automatisches Lernen nennen, denn es geht nicht um eine spezielle Maschine, sondern um das Automatische. Ich lasse mir automatisch aus diesen Daten Wissen generieren, zum Beispiel Entscheidungsbäume, Supportvektormaschinen, probabilistische Modelle, also mit Hilfe der Wahrscheinlichkeitstheorie, um die Welt zu erklären, Dinge vorhersagen zu können. Und was nun dem maschinellen Lernen der künstlichen Intelligenz einen großen Boost gegeben hat, das ist das Deep Learning. Die Ideen gehen auch zurück schon auf die 1950er Jahre, wo man sich über neuronale Netze Gedanken gemacht hat, inspiriert im bionischen Sinn, Bionik, also ich beobachte die Natur, die Biologie und versuche technische Systeme aus diesen Ideen zu generieren. Man hat gesagt, wie funktioniert eigentlich Denken? Wie funktioniert das Gehirn? Oh, es gibt Neuronen, es gibt Verbindungen. Und dann hat man natürlich mit vielen Abstraktionen, Vereinfachungen neuronale Netze künstlich gebaut und damit sehr gute Erfolge erzielt. Das ist aber nicht so richtig ins Laufen gekommen. Und es gab die KI-Winter, weil man den Mund sehr voll genommen hat, was man alles schaffen kann, was prinzipiell möglich ist. Man hat es aber nicht zum Laufen gebracht. Im letzten Jahrzehnt nun gab es, getrieben durch die Spieleindustrie, ist man draufgekommen, das, was die Spielecomputer brauchen, das Rechnen mit Zahlen in bestimmten Art und Weise, mit Vektoren, mit Matrizen, lineare Algebra, das ist was man auch braucht, um neuronale Netze zu betreiben. Man hat also den mit viel Geld ausgestatteten, großen Markt ausgestatteten Spieleentwicklung technisch übertragen. Und nun hat man also Grafikcomputer, GPUs, grafische Prozessoren, auch benutzt, um Aufgaben des maschinellen Lernens, der künstlichen Intelligenz zu bewältigen. Und das war so erfolgreich, dass auf einmal ganz viele Dinge, die man sich vorher ausgedacht hat, funktionieren, praktisch funktionieren. Man kann ganz viele Vorhersagen machen. In den früheren Vorträgen haben Sie viele Beispiele gesehen aus der Medizin, aus den Tontafeln, die zusammengepuzzelt werden aus der Gruppe von Herrn Jimenez. Es gibt und viele andere Beispiele, die hier schon vorgetragen wurden. Das geht alles in hohem Maße eben mit diesen neuronalen Netzen ermöglicht durch die Weiterentwicklung der Technik auf der Implementierungsebene. Und das hat diesen Siegeszug eingeläutet, sodass man jetzt eben auch große Förderprogramme hat, viele Entwicklungen und in dieser Welt weiterkommt. Was möchte man mit maschinellem Lernen erreichen? Und wir unterscheiden so 3 Stufen als eine zweite einführende Folie hier. Das deskriptive Lernen. Wir wollen die Welt besser verstehen. Wir wollen Muster erkennen. Wo gibt es Ähnlichkeiten, Unähnlichkeiten, Regelmäßigkeiten, Unregelmäßigkeiten, Ausreißererkennung. Und das beschreiben wir insgesamt so als Data Mining, als ein Wort unter vielen, die sich in diesem Gebiet aufhalten. Also wie funktioniert die Welt? Wie sind die Zusammenhänge? Das hilft uns dann dazu, prädiktiv zu lernen, bessere Prognosen zu machen. Nicht nur zu wissen, wie die Dinge funktionieren, sondern auch zu sagen, okay, wenn ich es verstanden habe, dann kann ich ja auch Vorhersagen machen. Wie wird denn der Verkehr fließen, wenn ich die Zusammenhänge kennengelernt habe aus den Daten heraus? Labeling, werde ich nochmal drüber sprechen. Ausreißererkennung kann zum Beispiel die Erkennung von Betrugsfällen sein. Sie benutzen eine Kreditkarte irgendwo. Vielleicht sind es aber gar nicht Sie, die Kreditkarte benutzt, sondern jemand, der sie Ihnen gestohlen hat oder die Kreditkartennummer gestohlen hat. Und hoffentlich bleiben das Ausreißer. Aber Betrugserkennung an vielen Stellen lässt sich zum Beispiel über diese Methoden bewerkstelligen. Da greifen wir auf die statistischen Methoden der Regression zurück. Und schließlich der dritte Schritt, nicht nur, ich will mehr verstehen, ich will vorhersagen können, was passiert. Die Wettervorhersage ist ja was schon sehr lange auch täglich vorgetragen wird. Das dritte ist das präskriptive Lernen. In dem Sinn, wir wollen besseres Handeln ermöglichen. Klassisches Beispiel, autonomes Fahren.
auch prädiktive oder vorbeugende Wartung. Man könnte ja, wenn man das Auto schon in der Werkstatt hat oder der Hausmeister schon mit der Staffelei an der Lampe steht, könnte auch die nächste Birne auch austauschen. Und wann lohnt sich das? Wann lohnt sich das nicht? Wie werden sich die Dinge in ihrem Verschleißverhalten entwickeln, dass man nicht die ganze Deckenbeleuchtung austauscht, sondern an den Stellen, wo es sich halt lohnt. Und das kann man sehr vielfältig aus Daten herausholen. Medizinische Therapien ist ein wichtiges Gebiet, wo gerade in unserer medizinischen Fakultät auch Professuren zu diesem Thema besetzt werden. Wie können wir die Therapieplanung, die Therapieumsetzung besser gestalten? Also wir wollen die besseren Handlungen ermöglichen. Anwendungen sind natürlich viele zu nennen und finden sich in allen Medien. Computer Vision, also das automatische Sehen. Wir haben ganz viele Kameras. Kann man irgendwie erkennen, ob da vielleicht jemand mit einem Kinderwagen gerade die Straße betritt oder ob da Fahrradfahrer sind. Einfach die Situationen analysieren, was man verstehen muss, um sich autonom zu bewegen. Natürliche Sprachverarbeitung als ein wichtiges Gebiet. Chatbots, wir wollen zum Beispiel automatisches Übersetzen, automatische Spracherkennung. Das digitale Diktiergerät nimmt ja nicht nur den Klang auf, sondern es bringt den gesprochenen Ton vielleicht auch gleich in Textform raus. Solche Dinge. Customer Relationship Management geht in so eine andere Richtung rein. Wir haben Kundenbeziehungen, Patientenbeziehungen, welcher Art auch immer. Wie kann man das unterstützen durch Verstehen der Prozesse? Vorausschauende Wartung hat man als Beispiel schon gehabt, Versicherungen. Das wird heute nicht mehr alles manuell geprüft. Wenn irgendwo ein Sturm übers Land geht, dann prüft der Rechner automatisch durch, ist jeder Versicherungsanspruch, der geltend gemacht wird, auch gerechtfertigt. Ist das jetzt eigentlich in der Sturmtrasse gewesen oder war das irgendwie 10 Kilometer daneben? Und da wird schon sehr viel automatisch vorgeprüft durch entsprechendes Wissen und Regeln, die man gelernt hat aus den Daten. Medizinische Behandlungen hatten wir auch schon gehabt. So, wenn man nun die künstliche Intelligenz formalisieren möchte, das ist ja die Grundidee. Wir haben Daten, wir wollen Entscheidungen fällen und wir wollen das auf den Rechner irgendwie bringen. Dann, was passiert da eigentlich? Und so das ganz grundlegende Schema ist, wir denken das funktional, im mathematischen Sinn einer Funktion. Das heißt, wir haben eine Eingabe, Argumente, irgendwas, was wir beobachten, Situationen, die wir zu denen wir Beobachtungen haben, Messungen, Eingaben, Aufgabenstellungen können das auch sein. Und die wollen wir abbilden im mathematischen Sinn. Irgendwas kommt rein oder soll irgendwas rauskommen, zum Beispiel auf Antworten, wenn das eine Anfrage ist, oder Wissen generieren. Das ist auch was wir aus der Eingabe der Daten transformieren in eben Wissen, in unterschiedlichen Darstellungen, Wissensnetze, natürlich sprachliche Aussagen, wie auch immer. Wir können Prognosen treffen, also Entscheidungen fällen, Handlungsoptionen. Und diese mathematische Abbildung, einfach eine Schemazeichnung, rausgegriffen ist in einem neuronalen Netz zum Beispiel so gestaltet. Das ist jetzt eine ganz einfache Architektur. Wir haben also verschiedene Schichten, die Daten kommen rein, ein Bild etwa, wie in diesem Beispiel hier, kommt rein als Matrix von Pixeln, also die Rot-Grün-Blau-Töne. Klassischerweise, wenn wir ein 3-Kanal-Satellitenbild haben, auch schon mal 5 verschiedene Farben, noch Infrarot und so weiter. Ganz klassisch haben wir 3 Farben, Rot, Grün, Blau, kommt rein als Matrix, also eine Vektornotation, wird dann verarbeitet mit ganz viel lineare Algebra, Filter, die sich durch Matrizen erklären lassen, dann so ein bisschen nichtlineare Aktivierungsfunktionen, sodass man insgesamt eine sehr starke Modellierungsmächtigkeit hat. Das hier ist jetzt ein Autoencoder, wo man die Darstellung immer weiter eindampft, um Konzepte herauszufinden, und dann kann man das wieder rekonstruieren lassen, um festzustellen, was jetzt verloren gegangen oder nicht verloren gegangen ist. Andere Systeme haben Rückmeldungen, haben Verzweigungen, haben ganz unterschiedliche Aufbauten aus mehr oder weniger den gleichen Grundbausteinen, ganz unterschiedliche Architekturen, die eine Vielfalt von Funktionalitäten ermöglichen. So, nun will ich zu dieser Frage kommen, wie schlau kann KI werden? War mal eine Vorgabe, und dann dachte ich mir, das gefällt mir nicht, schlau. Und dann dachte ich mir, wieso eigentlich? Wieso schlau? Und dann, was ist eigentlich Intelligenz? Wo will man da eigentlich hinkommen? Und dann wird es so ein bisschen philosophisch, und das ist jetzt ein Gebiet, wo ich natürlich ganz stark dilettiere. Ich bin nicht der Fachmann, aber ich finde, auch als Fachmann auf der technischen Ebene lohnt es sich mal drüber nachzudenken,
was machen wir denn eigentlich? Was tun wir denn die ganze Zeit? Worüber reden wir denn eigentlich im Kern? Nicht nur auf der mathematisch-technisch-Implementierungsebene, sondern wo führt das alles hin? Was kommt da raus? Und als Kompetenzzentrum haben wir auch den Auftrag, uns über Fragen in diese Richtung Gedanken zu machen. Und deswegen mal ein Versuch. Und ich bin dann froh, dass wir in einer so großen und breiten Universität sind, wo es Gesprächspartner gibt, die da natürlich viel mehr standhalten können. Wir hatten ja auch hier in dieser Reihe die Podiumsdiskussion zum Thema Ethik, wo auch Fragen von der weniger technischen Seite betrachtet werden. Also was habe ich mir gedacht? Schlau klingt eigentlich mehr so nach listig, verschlagen. Das ist ja nicht das, was wir haben wollen. Klug wäre viel besser. Klug, denke ich, kann man auch hinbekommen mit maschinellem Lernen. Weise wäre noch besser. Weise, das ist die Frage, ob künstliche Intelligenz das erreichen kann. Aber wir sind ja mittendrin und wo man da rauskommt, weiß man noch nicht. Aber es gibt also große, das Ende ist noch nicht in Sicht und die Grenzen auch noch nicht so ganz. Also die KI kann sehr schlau werden, das ist jetzt schon klar. Das kann vielleicht auch noch klug sein, aber was wollen wir eigentlich erreichen, hängt auch damit zusammen, was wollen wir aus der Hand geben und was wollen wir in der Hand behalten. Gut, ein paar Dinge, wie man Intelligenz greifen kann, habe ich mal rausgegriffen. Kreativität ist ein Gebiet, ein Thema, was man sehr stark mit Intelligenz verbindet, wo man sagt, naja, ein Computer, der kann ja nur rechnen, der kann ja gar nicht kreativ sein. Und das hat mich so ein bisschen provoziert, Beispiele rauszusuchen, wo man eben doch einiges an Kreativität finden kann. Und alle, die mir jetzt sehr gerne natürlich widersprechen, nein, Kreativität ist noch mehr, umso besser, dann schärfen wir vielleicht unsere Begriffe, über was wir eigentlich reden. Denn die einfachen Dinge, wie Kreativität entsteht, die lassen sich maschinell eben durchaus schon nachvollziehen. Irgendwo ist die Grenze noch woanders. Ich habe ein paar Dinge rausgegriffen, durch die wir jetzt, ich habe festgestellt, dummerweise in einer anderen Reihenfolge, AlphaGo von DeepMind, das Summenzimmer von Hector Levesque, Narziss von Waltz Binär, das ist ein Künstler oder eine Künstlergruppe aus Berlin, und Ambiguitäten, das ist das Thema, mit dem ich anfangen möchte. Also in der Bildverarbeitung ist man ganz stolz, wenn man Dinge erkennen kann, dass vorne, was da so am Horizont auftaucht, in der Kamera des Autos, das ist ein Rollkoffer oder eine Mutter mit Kinderwagen oder ein Vater mit Kinderwagen oder ein Kind mit einem Fahrrad. Und je mehr man weiß, was das sein könnte, umso eher kann man die Gefahren abschätzen, ob da jemand auf die Straße springt oder fällt oder eher nicht und was das sein kann. Also genau zu erkennen, was man da sieht. Und natürlich gibt es da Benchmarks, Tests, wie gut das vonstatten geht. Wenn ich so einem Programm nun dieses Bild hier gebe oder ein vergleichbares, kennen Sie natürlich alle. Und je nachdem, wie oft Sie es schon gesehen haben, sehen Sie die eine oder das andere Bild besser. Das gibt es schon lange, nennt sich Vexierbilder. Das hat man also in vielen Beispielen und unterschiedlichen Inhalten dargestellt. Aber was ist denn hier richtig? Und hier sehen wir zwei Dinge. Entweder das junge Mädchen, das so nach hinten schaut mit dem kleinen Näschen und irgendwie so einen schönen größeren Hut, oder die ältere Dame mit so einem kleinen Nachthäubchen, das so mit gütigen Augen so mehr so in den Vordergrund reinschaut. Und je nachdem, vielleicht dauert es so ein bisschen, bis man das so oder so wahrnehmen kann. Aber die richtige Antwort ist eben nicht einfach nur die junge Frau oder eben einfach nur die alte Frau. Es gibt verschiedene Bedeutungen, beide sind richtig. Das ist beim autonomen Fahren natürlich unbrauchbar, sowas, aber so ist die Realität und das gibt's. Und manchmal wacht man ja auch im Modellzimmer auf, schaut raus und denkt sich, ja, die Fassade habe ich gestern gar nicht gesehen, bis man merkt, die anderen Flächen sind die Fassaden, das dazwischen ist der Himmel. Also das Gehirn hat zu tun, Bilder richtig einzuordnen und zu sortieren. Und die Frage ist eben, was sollte eine KI denn jetzt da tun? Wir freuen uns über die Mehrdeutigkeit und der KI dürfen wir es vielleicht gar nicht zugestehen, wie auch immer, aber das sind so Dinge, die eine Rolle spielen. Ein wichtiges Lernprinzip ist Versuch und Irrtum. Reinforcement Learning bedeutet, ich probiere irgendwas, Prinzip des selbstverstärkenden Lernens, wenn man das wörtlich übersetzen möchte. Ich habe eine Umgebung, in der ich mich aufhalte, in der ich einen Roboter fahren lasse, ein Auto, oder in der ich einfach nur einen Versicherungsantrag bearbeite und ich probiere einfach mal was. Und dann bekomme ich eine Rückmeldung, ich bekomme eine auf den Deckel, wenn das nicht gut war, oder
ist eine Belohnung, wenn das schon gut funktioniert hat. Und diese positiven oder negativen Belohnungen werden verwendet, um zum Beispiel ein neuronales Netz oder andere Techniken neu zu gewichten, neu zu verdrahten, die Verdrahtung anders umzugewichten, sodass ich beim nächsten Mal vielleicht schon eine Nummer klüger bin und gar nicht den Fehlversuch wiederhole oder vielleicht mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit und lieber was anderes mache. Das kennen wir. Kinder wachsen so auf, ganz viel Lernen findet so statt und das kann man natürlich nachbauen rechnerisch. Eine andere Art, wo wir das konkret finden, sind die moderne, gibt es schon eine Zeit lang, aber immer noch gut in Gebrauch, die GANs, G-A-N, Generative Adversarial Networks. Das ist das Erzeuger-Widersacher-Prinzip. Kommt aus der Spieletheorie. Ich möchte etwa Bilder sehr gut erkennen, einordnen können oder eben auch künstliche Bilder schaffen können. Dafür nehme ich reale Bilder, habe einen Generator, mal schauen, ob das mit der Maus hier funktioniert, ja, hier Laserpointer, einen Generator, der sagt, ich baue naturgetreue Bilder. Ich erzeuge ein Bild, was genauso aussieht wie das Foto einer echten Person etwa. Und dann habe ich noch einen zweiten Baustein, ein eigenes neuronales Netz oder eine andere Technik, einen sogenannten Diskriminator, der falsche von echten Bildern gut unterscheiden kann. Das brauche ich bei der Falschgelderkennung sowieso. Das ist vielleicht nicht nur die optische Darstellung, sondern auch Materialeigenschaften. Das brauche ich an ganz vielen Stellen, dass ich gute und schlechte, richtige und falsche unterscheiden kann. Und wenn ich die beiden nun zusammenspanne, das eine System, was versucht, möglichst realitätsgetreue Bilder zu erzeugen und das andere System, was sagt, Diabolus, Advocatus Diaboli, nee, das kriegen wir schon geknackt. Wenn die sich hochschaukeln, dann habe ich irgendwann eine sehr hohe Qualität von künstlichen Bildern, die man von realen Bildern kaum unterscheiden kann. Das ist eine Technik, um zum Beispiel Bilder zu erzeugen. Ein anderes Beispiel, wo Reinforcement Learning reinkommt und was eigentlich auch in die Kreativität dann rüberspielt, ist das Spiel Go. Kennen Sie vielleicht, ist so ähnlich wie Schach, ist oberflächlich betrachtet viel einfacher. Beim Schach haben Sie so viele Figuren, den König und die Dame und die Springer und die Läufer und jeder fährt anders, geradeaus und schräg und nur einen Schritt oder viele Schritte. Beim Go ist die Welt viel, viel, viel einfacher. Wir haben auch nicht schwarze und weiße Felder, wir haben nur Linien, 19 mal 19 Linien. Man spielt nicht auf den Feldern, sondern auf den Kreuzungspunkten. Man hat weiße und schwarze Steinchen und legt die drauf. Die werden nie mehr bewegt, außer sie werden gefangen genommen und rausgeholt. Man legt die einfach der Reihe nach. Wenn man andere umzingelt, darf man die rausnehmen als Gefangene und kriegt dafür Punkte. So, und trotzdem, das eigentlich einfacher ist von den Regeln, es kommen noch ein paar Dinge dazu, Selbstmordverbot und Co-Verbot, dann ist eigentlich auch schon durch. Ich bin jetzt nicht der Spezialist, aber so einfach ist das zu lernen. So schwierig ist das zu spielen. Und das ist interessant, es hat viel länger gedauert, jetzt weiß ich nicht, waren 20, 30 Jahre, bis eben ein Computer einen Großmeister in dem Spiel besiegen konnte, was in Schach eben schon viel früher mal passiert ist. Also es ist schwieriger, weil der Zustandsraum viel größer ist und man viel größere Computer braucht und auch andere Methoden, dem Computer was beizubringen. So, das ist der Kontext, um was es hier geht. Der interessante Effekt ist nun der, dieses System musste man dem System ja beibringen, wie man gewinnt. Und die paar Regeln sind schnell reinprogrammiert. Das ist einfach. Aber was ist denn eine gute Gewinnstrategie? Und Go hat die schöne Eigenschaft, man spielt nicht an einer Stelle, sondern an dem ganzen Brett. Hier und da und vielleicht an 4, 5, ich weiß es nicht, Stellen gleichzeitig. Und wenn ich hier einen Zug mache, dann verliere ich da drüben einen kleinen Vorteil. Oder vielleicht sollte ich den da drüben machen, dann verliere ich hier einen Vorteil. Und welcher Vorteil und wie, das ist nicht so ganz einfach. Und man hat sich jetzt nun nicht hingesetzt und den Rechnern das Go-Spielen an und für sich beigebracht, diese ganze Strategieentwicklung, sondern hat die einfach gegeneinander spielen lassen. In diesem Sinn von Reinforcement Learning einfach mal drauf los, schauen, was passiert, merken, wann ist das gut ausgegangen, wann nicht und dann dieses Verhalten mehr pflegen als das gute Verhalten, mehr pflegen als das unglückliche Verhalten und einfach immer weiter. Und dann hat man zum Beispiel die Rechner 3 Stunden laufen lassen. Was sind 3 Stunden? Das war natürlich eine ganze Rechnerfarm und das hätten auch 3 Minuten oder 30 Tage sein können. Es geht mir so um das Verhältnis nach 3 Stunden auf diesem Rechnersystem 2000, weiß nicht, wann die mit der Entwicklung angefangen haben, 13, 14, 15, vielleicht haben sie es 2016 nochmal neu trainiert, konnte ein Rechensystem
so gut wie ein Anfänger spielen. Gefangene machen, das sind die Punkte und alles ist gut. Wenn man das System noch 6-mal so lang laufen hat lassen, nach 19 Stunden, hat es schon mehr verstanden, gelernt. Es kommt gar nicht auf die Gefangenen so an. Natürlich macht man irgendwann trotzdem noch Gefangene. Das Wichtige ist, Gebiete abzustecken, Einfluss zu gewinnen. Und das war beobachtbar, dass die Spielzüge auf einmal anders sind nach dieser Lernphase. Nach 70 Stunden Lernen, also nochmal 3,5-mal so lang, das haben die Autoren, deswegen habe ich es in Anführungsstriche gesagt, jetzt ist Superhuman Level erreicht, also ein übermenschlicher Level. Das Spiel war sehr, sehr diszipliniert, nicht mehr, jetzt könnte man hier mal was hinstecken und da mal hinstecken. Nee, das lohnt sich alles gar nicht. Zum Gewinnen muss ich da und dort und diesen Zug machen. Es haben sich mehrere Schwerpunkte auf dem Brett rausgearbeitet. Und das Interessante, der Punkt, den ich eigentlich machen möchte, ist, wie ist das gelungen, den Großmeister zu besiegen? Ja, der Großmeister hatte nicht so viele CPU-Stunden, der hat wahrscheinlich viele Jahre seines Lebens, viele Stunden pro Tag. Ich weiß es nicht, man sagt, man ist Experte, wenn man 10.000 oder 20.000 Stunden gemacht hat. Also wenn Sie sehr gut Geige spielen, haben Sie in Ihrem Leben in der Schulzeit schon einige 1.000 Stunden und im Studium und dann kommen Sie auf diesen Bereich. Ja, dann 70 Stunden CPU mal Großrechner halt mal 1.000 oder 100.000, wie auch immer, ist halt vielleicht mehr als ein Menschenleben tatsächlich an Spielen machen kann. Das heißt, der Rechner hatte den Vorteil, einfach viel, viel, viel mehr Erfahrung und Übung aufzusammeln. Und der Sieg wurde dadurch hervorgerufen, dass AlphaGo aus diesem vielen Lernen Züge gemacht hat, die Menschen vorher noch nicht gesehen haben und die deswegen noch nicht in ihrer Vorstellungswelt drin waren, wo sie die richtige Reaktion einfach noch nicht absehen konnten. Denn man hat schon vieles gesehen, aber das halt noch nicht. Und das bringt auch einen Großmeister mal draus. Und er hat auch eins gewonnen von diesen 5 Spielen. Da hat er auch was gemacht, was jetzt für das AlphaGo neu war. Also immer, wenn es was Neues reinkommt. Aber dieser eine neue Zug oder diese Art zu spielen, das ist der Punkt, da hat der Computer, das System, eine kreative Leistung erbracht, einen Spielzug zu machen, den es vorher der noch in keinem Lehrbuch drin stand, den noch kein Großmeister gesehen hat. Also das ist schon eine kreative Leistung und auch bei uns in den Künsten wird ja sehr viel probiert und gemacht und irgendwann kommt was Tolles raus, weil man einfach sich durchprobiert hat. Ich will das gar nicht runter machen, das ist viel Leistung, da muss man erstmal hinkommen, das zu schaffen, aber das macht noch nicht den Menschen aus. Der Spieltrieb macht es aus und wenn ich den in den Computer reinpflanze, kommt auch was Kreatives raus. Ich tausche gerade mal 2 Folien, weil das hier besser dazu passt, zu Kreativität und Selbstreflexion. Ein Punkt, der man ja der KI auch vorwirft, ist, ein Computer kann nicht über sich selbst nachdenken. Und das hat diese Künstlergruppe oder vielleicht auch ein Einzelner, ich weiß es gar nicht genau, Waltz Binär aus Berlin, dazu motiviert, mal zu sagen, okay, wie würde es denn gehen, wenn ein Rechner über sich selbst nachdenkt? Und er hat das System Narziss gebaut. Narziss, was wir eben aus der Literatur kennen, der schöne Jüngling, der sich im Spiegel betrachtet und sich freut und sich selbst genießt. Da sind die also hergegangen, haben gesagt, wir nehmen eine Computerplatine, einen Rechner, den haben die hinten auf diesem Bild aufgestellt. Ich nehme doch das nächste Bild, da kann man das besser sehen. Das ist auch nur die Rückseite. Also dann ist halt kein Gehäuse dran, man sieht die Leiterplatten und die Bausteine, die da drauf sind. Davor haben sie einen runden Spiegel gestellt und auf dieser Platine ist noch eine Webcam, also eine Kamera, die über dieses Bild sich selber sieht. Ein Computer beobachtet sich selbst über einen runden Spiegel, die Kamera neigt sich langsam, zoomt, fokussiert, also man kriegt verschiedene Ausschnitte, verschiedene Schärfen, vielleicht auch mal die Umgebung. Und dann haben die eine KI verbunden, die einfach mal Bildverarbeitung zusammen mit Textproduktion gemacht hat. Was sehe ich denn? Und dann hat die KI die ganze Zeit Sätze produziert. Hier ist mal einer abgedruckt, a bunch of electronics are sitting on a table. Dann kam auch mal so ein Satz wie, das sind Straßen, silberne Straßen zwischen schwarzen Gebäuden oder hier sitzen ein paar Käfer mit so Armen drum. Und also ganz viel einfach, was könnte das sein? Ganz viele Deutungen, Interpretationen produziert. Das ist jetzt noch nicht, dass ich diesem Rechnersystem ein Bewusstsein über sich selbst zusprechen wollte, aber einfach mal Produzieren von Gedanken über sich selbst,
Gerade habe ich mich mit Herrn Jaraus im Vorfeld noch unterhalten, als so in der Aufklärung, in der Romantik darum ging, Sprache zu entwickeln, dass Sprache als ein sehr wichtiges Erkenntniselement erkannt wurde und sich entwickelt hat, weiterentwickelt wurde. Und Erkenntnis fängt da an, Dinge zu formulieren, auf sich wirken zu lassen, vielleicht nochmal zu reformulieren. Und das versucht man eben auch technisch zu machen. Vielleicht als einen wichtigen Schritt zu erkennen, wo sind denn da wieder die Grenzen. Aber die Grenzen sind noch nicht da, dass ich nicht über mich selber reflektieren kann, sondern irgendwo dahinter erst. Und das ist die Stärke von solchen Forschungen. Jetzt springe ich zurück, denn halt erst noch Entschuldigung, diese andere Folie, das ELISA gehört auch in dieses Sprachbereich rein. ELISA haben Sie vielleicht schon mal gehört, das ist schon sehr, sehr alt. Kann ich deswegen sagen, das ist mein Jahrgang 1966 bereits, hat Josef von Weizenbaum, Kollege damals, also ein früher Kollege, natürlich jetzt nicht mehr im Dienst, am Massachusetts Institute of Technology, hat einen Chatbot gebaut. Chatbot ist ein System, mit dem man sich unterhalten kann. Ich tippe also irgendwas ein, vielleicht hat man auch heutzutage eben schon eine Spracherkennung, ich spreche was ein, anstatt dass ich es eintippe. Damals musste man das noch tippen und Josef von Weizenbaum hatte die Idee, auch schon im Sinn der künstlichen Intelligenz, so ein Rechner könnte sich mit einem ja unterhalten. Und was er gebaut hat, ist, dieses System hat auf Schlüsselwörter reagiert, hat Aussagen einfach umformuliert. Ich habe gesagt, heute geht es mir nicht gut. Und dann sagt, dir geht es heute nicht gut. Und dann tippe ich halt was anderes ein, weil ich fühle mich angesprochen. Spiegeln, paraphrasieren, alles Techniken, die man in der Psychologie kennt und umsetzt. Neurolinguistisches Programmieren heißt das da, zum Beispiel NLP, was man sehr gut einfach als Methode umsetzen kann. Zumindest Teile davon, um das mal einzuschränken. Ich halte sehr viel von der Psychologie. Das rettet unser Wohlbefinden und unser Leben. Man sollte da sehr, sehr viel mehr davon haben. Aber bestimmte Dinge sind einfach sehr automatisch auch angelegt. Und dieses Verhalten liefert Inspiration. Also wenn mir das System was sagt, dann sprudle ich vielleicht weiter. Und wenn die Unterhaltung ins Stocken gerät, dann macht das irgendwie einen Vorschlag. Ja, wie war es denn letzte Woche? Oder ist heute nicht schönes Wetter oder irgendwelche Dinge, um das wieder in Gang zu kriegen. Die Beobachtungen sind, ELISA hilft, eigene Gedanken zu entwickeln und Gefühle auszudrücken. Und was Josef von Weizenbaum damals erschreckt hat, er hat gedacht, das ist ein nettes Spielzeug. Es hat ihn erschreckt, er hat dann seine Mitarbeiter damit spielen lassen. Und als er dann gesagt hat, und wie geht's euch, findet ihr das gut, haben die den Bildschirm abgedeckt und wollten ihn nicht reinschauen lassen. Da kamen nämlich sehr persönliche, private Dinge zur Sprache, als die Leute sich mit dem Computer unterhalten haben. Es ist also was passiert. Man hat tatsächlich einen Effekt, dass man ein Gegenüber empfindet, was ja kein Mensch ist, was man natürlich kognitiv auch weiß, aber es wirkt. Und dann stellt sich so eine Frage wie, inwieweit können und wollen wir KI einsetzen? Vorher hatte ich mal da stehen, geht das überhaupt? Natürlich geht das, aber die Frage ist heute mehr, wollen wir das? Und inwieweit ist das sinnvoll und können wir das verantworten, um zum Beispiel einen großen Bedarf an psychologischer Betreuung zu begegnen? Also wir werden sicher nicht so schnell die KI ein schizophrenes Krankheitsbild behandeln lassen wollen. Aber schon mal so eine Rückmeldung, irgendwelche Warnlampen in frühen Phasen ist vorstellbar. Und ein Zitat von der Kollegin Frau Diefenbach aus der LMU Psychologie, das hat mich da auch sehr angesprochen, die ist in einer Zeitschrift nachzulesen, was macht das mit uns, wenn wir auf einmal merken, wir haben die ganze Zeit mit einem Chatbot kommuniziert und es gar nicht gemerkt. Also der Punkt ist, an dieser Stelle ist vielleicht, ich sollte das wissen, ich sollte nicht aus Versehen mit einem Computer reden und das nicht erfahren. Aber trotzdem, ich kann mich ja so rein vertiefen, fühlen wir uns danach schlechter beraten oder weniger wertgeschätzt? Also es ist viel möglich und die Frage ist, was wollen wir davon eigentlich umsetzen? So, das hat man schon, das Summenzimmer. Ich schaue mal so ein bisschen auf die Uhr, ich glaube, das führt zu weit. Das ist so ein Test auch, was ist Intelligenz? Kann man zum Beispiel sagen, rechnen können ist Intelligenz, aber vielleicht kann ich gar nicht rechnen, aber ich weiß, ich habe so eine Anleitung, ja, dann kann ich vielleicht doch rechnen, wenn ich mich einfach an die Anleitung halte. Ist so von einem ernstzunehmenden Informatiker so ein bisschen eine philosophische Frage, um einen anderen Punkt, den Wind aus den Segeln zu nehmen. So, diese Folie hier, Zauberlehrling Johann Wolfgang von Goethe,
Ich rief die Geister, werde ich nun nicht los, ist eine Gefahr, wollen wir das überhaupt alles? Aber ich will es gar nicht so negativ sehen. Und es war vor kurzem ein Zitat in der Zeitung drin gestanden, fand ich auch ganz toll. Wir müssen eigentlich, wenn wir uns die richtigen Gedanken machen, gar nicht Angst haben vor KI, kann viel Gutes tun. Wir sollten Angst haben vor schlechter KI. Also das, was vielleicht schnell auf den Markt geworfen wird, was nicht durchdacht ist, was nicht in irgendeiner Form zertifiziert ist, was keine Qualitätseigenschaft nachweisen kann, das kommt auch, das gibt es auch, wo sich natürlich die Frage stellt, wie zertifiziere ich das? Und da brauchen wir die ganzen Grundlagen. Was geht denn überhaupt und was spielt sich da ab und welche Aussagen können wir da treffen? So, Schnelldurchlauf Munich Center for Machine Learning. Ich habe schon gesagt, LMUTO, das hatte der Herr Jaros am Anfang ja auch schon berichtet, Förderung durch das BMBF, da habe ich jetzt nicht nur das deutsche Logo rausgesucht, die Hightech-Agenda Bayern ist auch jetzt groß in der Förderung dabei. Ab Sommer werden wir in die institutionalisierte Phase gehen und dann haben wir Förderung vom Bund und von Land. Wir haben verschiedene Elemente. Natürlich in A, ganz links sind das Grundlagen. Die Statistik ist wichtig, die Mathematik ist wichtig, die Informatik ist wichtig mit den unterschiedlichen Methoden und Modellen. Dann haben wir als B, weil da sind wir stark an der LMU zusammen auch mit der TU, aber wo wir besonders stark in München sind diese Gebiete Computer Vision und natürliche Sprachverarbeitung. Da haben wir sehr starke Gruppen, unterschiedliche Schwerpunkte an den beiden Universitäten. Aber dann den Punkt, den müssen wir auf jeden Fall holen. Das haben wir auch so positioniert. Die Gutachter haben das auch für sehr gut befunden. Und dann ist es so, dass KI wie Data Science, wie viele andere Gebiete halt davon lebt, dass es irgendwo verwendet wird. Dass es die Fragen aufgreift, die da auftauchen und sich auf diese Herausforderungen einlässt. Deswegen haben wir noch die dritte Säule, domänenspezifisches maschinelles Lernen. Es gibt so viele Dinge, die man da machen können. Man muss eine Auswahl treffen. Da haben wir Medizin, Biologie, Physik und Geowissenschaften, Gesellschaftswissenschaften und stellvertretend für alle Geisteswissenschaften, wollte ich fast sagen, aber als ein wichtiges Element die menschbezogenen, menschzentrierten KI rausgegriffen. So, hier sind ein paar Beispiele, vielleicht nur ganz schnell Bioinformatik, BWL, Gesellschaftswissenschaften. Die Frau Kollegin Kräuter hat ja auch in dieser Reihe schon vorgetragen, ihre Forschung zu diesem Thema dargestellt. Ganz viele Elemente, die wir haben. Dann haben wir, ich soll ja nicht darauf eingehen, ich muss trotzdem schmunzeln. Und in der Vorlesung mache ich auch Metabemerkungen. Ich habe gerade das Signal bekommen, dass ich nicht hetzen soll. Danke, das hilft mir. Weiter. Ziele und Fördermaßnahmen. Wir wollen nicht nur unsere eigene Forschung machen, das ist der Hauptpunkt in MCML, die Expertise der Community, unsere eigene zu stärken, sondern auch die unserer Nachfolger, Nachwuchswissenschaftler. Irgendwann ist unser Rentenalter erreicht, dann soll ja nicht die KI-Forschung am Ende sein, kann sie auch gar nicht. Wie denken die neuen Generationen? Was brauchen die für Grundlagen, das weiterzuentwickeln, Leute zu entwickeln, ist eine ganz wichtige Aufgabe der Universität. Natürlich, das sind die Studierenden, das sind die Promovierenden. Dann wollen wir aber natürlich viel schneller das schon ausrollen in die anderen Wissenschaften rein, in die Unternehmen rein. Lehre soll irgendwie koordiniert werden, nicht jeder nur für sich, Vernetzung allgemein. Hier sieht man auch, dass die KI-Professoren, ich mache da zu viel, okay, danke, zu viel rum. Dann haben wir Open Source, also Software, die dann nicht nur an einer Stelle gebaut und gebraucht wird, sondern vielleicht vielfältig verwendet werden kann. Open Data, ein wichtiges Element, also nicht nur Software, Programme, die laufen können, sondern auch Daten. Künstliche Intelligenz heutzutage lebt davon, wie es gleich auf der ersten Folie schon war, Beispieldaten zu haben, Trainingsdaten. Und da gibt es eben die NFDI, Initiative Nationale Forschungsdateninfrastruktur, wo unsere beiden Universitäten sehr stark vertreten sind in einer Vielzahl, zum Beispiel mathematische oder betriebswirtschaftliche und ökonomische Daten, OpenML, verschiedene Benchmarks und Use Cases. Und das hat nicht zuvor schon gesagt, Ethik. Das können wir als Informatiker, Statistiker, Mathematiker nicht besser machen als Leute, die das professionell betreiben. Und deswegen werden wir eine Nachwuchsforschergruppe einrichten. Insbesondere unter dem Bild, Ethik kann man nicht im Nachhinein einbauen. Wenn man in einem Gebäude die Fenster vergisst, manchmal macht man das ja extra. Und natürlich wollen wir im Studio hier zum Beispiel auch nicht die Fenster haben. Lüftung funktioniert dann anders. Aber wenn ich gerne Fenster hätte und habe sie vorher vergessen, kriege ich sie nachher nicht mehr rein. Genauso kann ich Privacy by Design, Ethics by Design, grundsätzliche Dinge, wenn ich sie nicht vorher
in der Gestaltung mitdenke, nachher nicht mehr retten. Wie kann man also Methoden bauen, die intelligente Systeme so gestalten, dass sie verantwortlich ethisches Verhalten zeitigen? So, bei uns ganz kurz die Frage, die uns ja beschäftigt, ist die von dem unüberwachten Lernen, unsupervised Learning. Ich habe das heute mal übersetzt mit Lernen ohne Anleitung. Also wir haben ja ganz viel Lernen mit Anleitung. Habe ich ja auch betont, wir brauchen Daten, wir brauchen Beobachtungen, wir wollen schon ganz viel gelabelte, annotierte Daten haben, wo dran steht, das ist jetzt ein schlechter Fall in der Medizin, das ist ein besserer Fall, das ist diese Klasse, jene Klasse. Ganz, ganz viele Muster, die wir schon kennen, in den Daten wiederfinden und dafür brauchen wir Trainingsdaten. Manchmal haben wir nur wenige davon, manchmal haben wir keine. Muss man an die Segel streichen? Nee, man kann sagen, was sagen uns denn die Daten an und für sich? Was steckt denn in den Daten selber schon drin? Gibt es da Muster, Ähnlichkeiten, Gruppen von Ähnlichkeiten, eine Clustering-Aufgabe? Das ist ein wichtiges Thema. Und wenn ich ein paar von diesen annotierten Daten habe und diese Muster finde, Algorithmen, dann kann ich das kombinieren. Dann habe ich so Few Labels Learning, einige wenige Label. Ich ermittle Muster zu ein paar vorgegebenen Beispielen, lernen mit wenig Anleitungen. Semi-Supervised Learning gibt es ganz viele Spielarten und Varianten davon. Und ein Beispiel, was in diese Gruppenbildung reingehört, ist diese Bilddatenbank aus der Carnegie-Mellon-Universität. Die haben zum Beispiel gesagt, man möchte hier Cluster finden. Und natürlich sieht man hier Cluster. Ich finde die Leute mit Sonnenbrillen raus. Die bilden Cluster. Und ich finde die Leute, die nach links und rechts schauen, raus. Und dann habe ich zum Beispiel einen Clustering-Algorithmus, der sagt mir, ich habe die Leute mit hellen, mittleren und dunklen Tönen in ihrem Hemd. Und es gibt auch ganz andere Cluster. Die Gefahr ist nun, wenn man will ja immer evaluieren, wie gut funktioniert ein System. Und dann sagt man zum Beispiel, ein Clustering-System soll die Gruppen wiederfinden, die ich schon kannte. Ja, wenn ich dem jetzt nur eine Ground Truth, eine Grundwahrheit, ein Gold Standard, ein Wissen mitgebe und dann kommt aber was anderes raus und dann sage ich, oh, ist das System schlecht, obwohl es eigentlich sehr gut ist, weil es mir ganz andere Vorschläge noch machen kann. Da helfen Transferlernen, aktives Lernen, interessante Forschungsrichtung, Datenaugmentierung. Ich habe wenig Trainingsdaten, kann ich da vielleicht viele draus machen, bei denen aber die Eigenschaften dieser Daten erhalten bleiben. Das haben wir zum Beispiel mal, als ich noch in Aachen war, mal probiert bei Gestenerkennung. Man könnte Lernen mit Anleitung, supervised machen. Ich erkenne die Gesten, die die Experten schon erkannt haben, die deiktischen und wie die alle heißen, die Zeigegesten. Und ich kann im Raum was positionieren, Version 1, 2, 3. Und dann rede ich über die Beziehung von 1 und 2 oder 1 und 3. Damit kann ich arbeiten. Wie verwende ich meine Hände und Füße beim Reden? Das Annotieren ist sehr mühsam. Und ich sage, dann packt man doch den Stier bei diesen Hörnern. Wir versuchen mal Lernen ohne Anleitung, einfach Hypothesen erzeugen. Was tun denn die Leute mit ihren Händen und Füßen und nachher die Erklärung dazu erfinden? Das sind ganz interessante Hypothesen, die da rauskommen können. So, und das nur noch ganz kurz. Wir haben auch Prozessdaten. Da macht man so einen Sinn draus, indem man Prozessdiagramme erzeugt. Und das kann man auch gut oder schlecht machen mit Overfitting und Passgenauigkeit. Aber das ist jetzt vielleicht alles ein bisschen zu technisch. Außerdem wollte ich ja auch in dieser Zeit jetzt langsam zum Ende kommen. Bei KI geht es darum, kognitive Aufgaben zu lösen. Da sind sich alle einig. Inwieweit Kreativität erreichbar ist, habe ich Ihnen ein paar Gedanken mitgebracht. Empathie, darüber habe ich gar nicht geredet. Man empfindet so ein bisschen Empathie. Wie viel ist da gültig davon? Da müssen ganz andere Leute mitreden, außer die Techniker, also die Informatiker, Statistiker, Mathematiker. Da sind dann eben die Wissenschaften gefragt, die sich auskennen mit Mensch. Wie funktioniert der Mensch? Was empfindet der Mensch als Gegenüber? Was will ich da gelten lassen? Was ist dann vertretbar? Solche Fragen. Und vielleicht ganz allgemein Fragen stellen. Das ist vielleicht so ein Unterscheidungsmerkmal. Gut, ich habe nochmal die Zusammenfassung, was ich alles erzählt habe, aber vielleicht ist diese Folie die schönere Schlussfolie und dann komme ich auch zum Ende und freue mich schon auf die Reaktionen, die wir jetzt dann gleich gemeinsam hier durchgehen werden.
Vielen herzlichen Dank, Herr Professor Seidel, also für diesen unglaublich spannenden Vortrag. Das Problem, wenn Sie sich beeilen, ist, dass Ihr Vortrag einfach kürzer ist. Und das ist jedenfalls für mich schade, aber offensichtlich auch für unser Publikum. Okay. Denn die haben uns zurückgemeldet, dass sie das in der Tat äußerst spannend fanden. Das Und ich freut kann mich. nur noch mal wiederholen, also wie schön, wie gut, dass wir Sie gewonnen haben für diesen Schlussstein. Ich will das an einem Beispiel deutlich machen, wo das sozusagen geradezu ins Bild gefasst ist. Wir haben jetzt in dieser Vorlesungsreihe, also wir, ich spreche jetzt sozusagen von Leuten wie mir, die von KI wenig Ahnung haben, wir haben einfach gelernt, dass eine ganz basale Prozedur zur Installation von KI Lernen ist, diskriminierendes Lernen, zum Beispiel Hunde- und Katzenbilder zu unterscheiden. Und Sie zeigen uns jetzt ein Bild, bei dem ich Schwierigkeiten hatte und vermutlich aufgrund der Begrenztheit der Verarbeitung, der visuellen Verarbeitung in meinem Gehirn, von der jungen Frau zur alten zu kommen oder umgekehrt. Ich musste dann immer die Halskette der jungen Frau zum Mund der alten Frau machen, damit ich dieses Switching überhaupt hinkriege. Also das ist eine qualitative Steigerung. Denn Hunde- und Katzenbilder, ich sage es Ihnen, kann ich gut unterscheiden. Aber mit der alten Frau hatte ich tatsächlich in der Tat Probleme. Also wir sind es doch deutlich hinausgegangen. Vielleicht darf ich es mir erlauben, eine erste Frage zu stellen. Also gerade zu den Punkten, die Sie jetzt zuletzt gezeigt haben, da will ich noch mal zurückgehen auf einen Punkt, den Sie auch angesprochen haben, nämlich Selbstreflexion. Sie haben ja auch ganz deutlich die Grenzen markiert. Eine ganz basale Form von Selbstreflexion ist ja auch das Bemühen eines Lebewesens, einer Instanz, einer Institution, die zur Selbstreflexion fähig ist, sich selbst zu erhalten. Und da denke ich natürlich an diese berühmten Beispiele. In der Science Fiction wird das immer durchdekliniert, beispielsweise Kubrick, der berühmte Computer HAL 9000. Was ist, wenn die KI merkt, dass der Mensch ihr zum Feind werden kann und sie selber dieses Verhalten als problematisch empfindet? Gibt es dann die Möglichkeit der KI in diesem Prozess der Selbsterhaltung, bevor sie selbst sich abschalten lässt, den Menschen abzuschalten? Also noch sind wir, und das wird wohl, wenn wir es nicht dumm anstellen, auch so bleiben, ja in der Lage, sag ich mal, Frau kann man da glaube ich nicht sagen, obwohl Gender, der immer gut angesagt ist, des Verfahrens zu bleiben. Also noch können wir dem Gerät den Stecker ziehen. Einem mobilen Gerät ist schon schwieriger, wenn der Akku eingebaut ist, ob ich das dann irgendwie greifen kann. Aber es ist ja jetzt schon so, wenn das, also technisch ist das möglich. Ich weiß nicht, wer sowas vielleicht auch am Laufen hat, wenn ich irgendwie mir eine Kampfdrohne vorstelle, die erkennt vielleicht eigenständig, das ist nicht erlaubt, aber könnte man sich prinzipiell vorstellen, dann wird die auch Menschen was antun und das kann man vielleicht, also als Betroffener kann man es nicht stoppen und wenn man das völlig freigeben würde, könnte das auch funktionieren. Das ist vielleicht jetzt ein extremes Beispiel. Also die Verantwortung, was man wo, wie loslaufen lässt auf die Natur, auf die Menschheit, das glaube ich, das sollten und wollen wir nicht aus der Hand geben. Und diese Grenze einzuhalten, ist eine wichtige Aufgabe. Ich bin auch sehr froh, diese Woche war so ein Workshop von dem ZAS, auch von der LMU, ein Workshop zum Thema eben auch KI und künftige Entwicklungen. Und da ging es um die Grenzen von KI. Und da waren auch die Juristen und die Ethiker vertreten, die gesagt haben, also es gibt schon ganz viele Kriterien, die wir uns als Gedanken stellen müssen. Zum Beispiel Verantwortlichkeit, war halt dann die KI schuld? Das dürfen wir nicht zulassen. Wir müssen klären, ist das der Betreiber? Ist das der Ingenieur? Ist das, also wem in den vielen menschlichen Akteuren wollen wir dann doch die Verantwortung noch zusprechen, dass das einfach dann nicht passiert? Denn das andere Modell, was nicht sein darf, kann dann auch nicht sein, was wir an vielen anderen Stellen finden, das reicht nicht aus. Ich glaube, man muss da schon gezielt entscheiden und bewusste Dinge fällen. Denn es ist immer ein bisschen mehr möglich, als man sich gerade vorstellen mag. Ich will zu einer Frage kommen, die sehr früh bei uns eingetroffen ist.
und die, glaube ich, sehr voraussetzungsreich ist, weil sie unausgesprochen relativ viele Zwischenschritte annimmt. Aber ich will sie Ihnen trotzdem gerne mal vorlesen. Die Frage lautet, wird die künstliche Intelligenz zu einem bedingungslosen Grundeinkommen führen? Von der Frage war ich etwas überrascht. Ich kenne solche Überlegungen. Also was dahinter steckt, ist, wir haben ja durch die Industrialisierung sehr viele Dinge dem Menschen abgenommen, schwere Lasten zu tragen. Es gibt Gabelstapler, es gibt Aufzüge. Und die KI kann uns ja sehr viele kognitive Aufgaben auch abnehmen. Also irgendwelche Versicherungsanträge durchzuprüfen, das kann schon sehr automatisiert sein. Also das wird wohl den einen oder anderen Arbeitsplatz in den Büroräumen auch kosten. Und die Frage ist jetzt, was machen wir daraus? Gibt es noch genügend viel Arbeit? Transformieren wir das alles in höherwertige Arbeit, vielleicht auch befriedigendere Arbeit? Gibt es davon genügend viel oder nicht? Oder haben wir damit im Prinzip alles, was so zu tun ist, ausgelagert? Das macht alles der Rechner und wir haben als Menschen eigentlich nichts mehr zu tun. Wenn wir uns dann nicht mehr ernähren können, weil wir kein Arbeitseinkommen mehr haben und wir dann nicht jetzt irgendwo soziale Unruhen fördern wollen oder auch irgendwann ist jeder Berufsstand dann auch mal betroffen, dann könnte das dazu führen, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen die Lösung ist. Das ist eine politische Frage, eine soziologische Frage, was da sinnvoll ist. Eine These, die ich auch von namhaften Kollegen an der LMU kenne, ist, die sagen, je mehr sich technisch entwickelt, umso mehr Bedarf auch immer da. Also überall, wo mehr Automatisierung ist, ist drumherum sehr viel mehr entstanden an Bedarf, an neuen Jobs, also gerade im Silicon Valley, wo ganz viel Automatisierungsüberlegungen passieren, da gibt es ganz viel Arbeit, auch in München. Das ist ja nach so einer EU-Studie einer der großen IT-Hotspots, herrscht ja nicht viel Arbeitslosigkeit in diesen Bereichen. Also ich glaube, es ist nicht ganz so automatisch, aber ich weiß, dass auch namhafte Industrievertreter diese Meinung haben. Wir werden da nicht drum herum kommen. Man wird sehen. Das ist auch eine Herausforderung, sich Gedanken zu machen über die Auswirkungen der Technik. Nicht nur, ob mein Handy jetzt anders bimmelt, sondern wie wird unser Leben insgesamt sein, unsere Gesellschaft funktionieren. Die Frage war ein Auftakt. Sie haben uns so viel Material geboten, dass unsere Hörerinnen und Hörer bei den ganz unterschiedlichsten Punkten ansetzen und wir springen einfach. Die nächste Frage bezieht sich jetzt auf AlphaGo. Zeigt das Spiel von AlphaGo innerhalb der Spielregeln nicht eher vollkommen chaotisches Handeln anstatt Kreativität? Also chaotisches Handeln ist eine sehr wichtige Voraussetzung für Kreativität. Also ich glaube, wenn man nicht das Chaos zulässt, dann hätte man ganz viele künstlerische Entwicklungen verunmöglicht. Wenn sich alle immer dauernd nur an Regeln halten müssten, hätte man vielleicht den Pointillismus, den Kubismus, den weiß ich nicht was für Strömungen alle nicht ermöglicht. Also viel Kunst startet im Chaos, vieles startet in festen Regeln, die man sich gibt, aber vieles startet in ich mache jetzt einfach mal was anderes. Und alle, die sich auskennen, schlagen die Hände über den Kopf und sagen, wie kann man denn nur? Das geht doch ganz anders. Es würden keine neuen Gerichte in den Küchen entstehen, wenn man nicht mal sagt, ich mache jetzt aber mal ganz anders. Also gut, vielleicht ist das noch nicht Chaos, aber irgendwo schon. Also Chaos heißt ja Unordnung. Und wenn ich brauche für Kreativität, brauche ich eine Unordnung. Also das ist jetzt einfach mal so ein Credo von meiner Seite. Also ich bin ja nicht der Fachmann, von daher ist nicht meine Lehrmeinung, aber meine persönliche Meinung. Und natürlich Reinforcement Learning. Ein Kollege, der sich sehr früh damit schon beschäftigt hat, hat gesagt, also man muss da aufpassen, wenn man so einen Roboter baut oder ein selbstfahrendes Spielzeug und dass man nicht ein Plastikgetriebe einbaut, denn das geht die ganze Zeit kaputt, weil man einfach chaotisch irgendwas macht. Und das dauert eine Zeit lang, bis so ein geordnetes Verhalten entsteht. Und das kam eben bei AlphaGo nach den 70 Stunden Trainingszeit raus. Jetzt ist auf einmal ein sehr geordnetes Spiel entstanden durch diesen Rückmeldungsmechanismus. Ich mache mal Chaos und dann lasse ich mich belohnen und bestrafen. Also ich verliere halt dann dauernd die Spiele an der Reihe. Da habe ich mal ein paar gewonnen. Was war da anders? Ja, da habe ich diese Züge gemacht und dann entsteht Ordnung aus dem, welche Formen aus diesem Chaos sich wie bewähren in der Welt und was sich dann durchsetzt. Und das kann sehr ordnungsstiftend sein. Ist mal ein Versuch einer Antwort.
Ja, es gibt hier einen Hörer oder eine Hörerin, der oder die hat ihre Frage sehr breit ausgeführt, aber auch so schön formuliert, dass ich sie einfach in Gänze vorlesen mag. Auch ein Beispiel der schönen Kommunikation mit unserem Publikum. Sehr geehrter Herr Professor Seidel, vielen Dank für Ihre spannenden Erläuterungen. Ausrufezeichen. Meine Frage bezieht sich auf KI und Verbraucherschutz. Wir sind fast pausenlos online und hinterlassen Daten im Internet, also auf den Rechnern anderer Leute und Firmen. Gleichzeitig können durch schnellere Rechner und KI die großen Datenmengen immer besser und kostengünstiger analysiert werden. Viele Unternehmen tun dies und legen also Profile von Kunden und potenziellen Kunden an. Wird mir als Privatperson KI dabei helfen können, hierbei Schritt zu halten, zu verstehen, welches Bild im Internet über mich zur Verfügung steht und mich vielleicht sogar warnen bei negativen Aspekten? Ein besseres Verständnis als die Ergebnisse, wenn ich mich einfach selber bei Google suche. Vielen Dank im Voraus. Ja, okay, ich überlege gerade, wo ich anfange. Also vielleicht an dem Punkt, ob uns die KI helfen wird, ein besseres Bild von uns selbst zu bekommen. Vielleicht, weiß ich nicht so genau. Auf jeden Fall, dem ersten Punkt der Frage stimme ich auf jeden Fall zu, dass die Systeme sehr viel über uns wissen, vielleicht mehr, als wir über uns selber wissen, wobei die Frage wieder ist, was heißt Wissen, aber sie haben sehr viel über unser Verhalten. Also was ich in Google suche, welche Stichwörter, ob ich mich über bestimmte Medikamente interessiere oder über bestimmte Sportarten, das gehört alles zu meinem Profil und vielleicht ist mir das gar nicht so ganz klar, für was mich alles interessiert und Google jetzt als Einnahme für die vielen sozialen Netzwerke, die da sind und die Suchen und Austausch beinhalten, die machen sich da schon jetzt nicht als Person, aber als System ihren Reim drauf. Und das ist manchen schon der Fragestellerin oder dem Fragesteller, das wissen wir ja nicht und das sollen wir oder wollen wir auch gar nicht wissen, wahrscheinlich sehr bewusst, aber vielen nicht, dass es das gibt. Also keiner schaut ja, wer soll denn das alles anschauen? Das ist so ein gängiges Gegenargument. Natürlich, die Algorithmen schauen das an und die machen ihren Sinn draus. Und diese Systeme sind ja deswegen frei. Wir sind ja nicht die Kunden dieser Systeme, wir sind das Produkt dieser Systeme. Also diese Systeme verkaufen unsere Aufmerksamkeit. Ich beschäftige mich damit und dann schaue ich halt noch eine Anzeige an und noch eine Werbeschaltung. Und die Kunden sind die Werbetreibenden, die einen Haufen Geld dafür zahlen, die den Marktwert dieser Unternehmen hochtreiben mit unserer Aufmerksamkeit. Wir nutzen das, wir kriegen das alles geschenkt, weil wir eben das sind, was dann verkauft wird. Wenn man sich diesen Mechanismus mal klar macht, dann hat man schon mal sehr, sehr viel von diesem Geschäftsmodell verstanden. Wir kriegen nicht einfach was geschenkt, sondern wir werden nicht als Person, das ist ja nicht Menschenhandel, aber unser Profil, unsere Eigenschaften, unsere Vorlieben, unsere Interessen, das wird verkauft. Und dann kann ich das mal abschalten, sagen, nee, Cookies und alles weg oder auch nicht. Den zweiten Teil der Frage finde ich interessant. Kann uns das helfen, uns das Bild von uns im Internet zu verstehen, ist das eine, vielleicht ja. Uns selbst besser zu verstehen, das wäre natürlich noch viel interessanter. Ich sage, okay, so ticke ich also. Dann wäre es wieder so ein bisschen der Psychologe, die Psychologin, die uns da gegenüber sitzt. Also das habe ich noch nicht gesehen, aber sowas könnte man sich prinzipiell vorstellen. Vielleicht ist es gut, dass das noch niemand macht, denn vor so einem Unternehmen hat man vielleicht nicht so Angst, als wie wenn das Unternehmen mal zerschlagen wird und in die falschen Hände gerät und dass also irgendwie sich Staatsformen auch mal ändern können durch Dinge, die auch durch KI wieder befördert werden. Man muss die sozialen Netze richtig fördern, dann hat man schon die entsprechenden Wähler mobilisiert. Das ist also nachgewiesenermaßen Cambridge Analytica. Also die Demokratie ist in Gefahr. Das ist vielleicht der Punkt. Und dann gehört so ein Unternehmen und seine ganzen Daten auch nicht irgendwie im Privatunternehmen, die das nicht freigeben, sondern irgendeinem totalitären Regime. Also das sind so Wege, die ich mir gar nicht so richtig ausmalen möchte, weil ich davor Angst hätte. Aber so zwischen Paranoia und realistischer Befürchtung, glaube ich, muss man ganz viel Bewusstheit schaffen dafür, muss irgendwie gegenarbeiten und Modelle entwickeln, dass das eben auch diese Dystopien gar nicht Wirklichkeit werden. Also da gehen viele Leute bestimmt eher naiv damit um. Wahrscheinlich ist mir selber gar nicht klar, was man dann doch alles schon vorbereitet. Vielleicht sollte man mehr Zuversicht verbreiten. Es gibt Leute, die machen sich solche Gedanken und es sind
manche Informatiker, aber nicht nur, die hauptsächlich eben auch die anderen, deswegen brauchen die anderen Wissenschaften, die Soziologen, auch die Literaturwissenschaftler, die sagen, ja, Text, was ist denn das? Das hat ja auch eine Wirkung. Das ist ja nicht nur schön zum Lesen, das wirkt auf den Menschen, so wie Sie es vorher schon gesagt haben, dass das bildet unser Selbstbild, unser Menschenbild. Klammer zu, das ist uferlos und mir fällt dann immer zu viel ein und manches wahrscheinlich gut und so, Klammer zu. Professorenkrankheit. Wir in der Literaturwissenschaft haben ja auch eine Zeit lang diskutiert, dass wir nicht nur die passiven Leser, die Konsumenten des Textes sind, sondern dass wir den Text, indem wir ihn lesen, sogar mitschreiben, dass wir da eine produktive Rolle haben. Das war jetzt ein ganz interessanter Punkt, den Sie erwähnt haben. Also KI ist das Instrument, das uns zu Produkten macht. Und jetzt könnte man fragen, was brauchen wir, um uns wieder ein Stück weit die Produzentenrolle unseres eigenen Bildes zurückzuerobern? Und die Antwort müsste dann lauten, ja, auch die KI. Also zum Beispiel, indem wir auch Zugriff haben auf unsere Daten und schauen, wie wir mit diesen Daten umgehen, wie wir die Prozesse durchschauen, wie wir zum Produkt werden. Ich glaube, das ist zu wenig so eine kognitive oder kreative oder prädiktive Aufgabe. Das ist mehr eine gestalterische mir fällt immer viel ein, aber da fällt mir jetzt noch nicht so ganz genau ein, wie man die KI dafür nutzen würde. Ich glaube, da ist man mehr als Gesellschaft, man reflektiert nicht nur über sich selbst, man reflektiert über die Zukunft und was kann da passieren, welche Mechanismen in der Gesellschaft wirken da. Vielleicht ist das so eine Domäne, wo ich die KI noch nicht so sehe, aber das kann jetzt meinem beschränkten Horizont auch geschuldet sein. Aber ich glaube, das ist was, da muss man dranbleiben. Mhm. Und das ist vielleicht als Einzelner, ja gut, das ist immer, man kann nicht sagen, die Gesellschaft muss da machen, als Einzelner kann man nichts tun. Natürlich kann ich was tun, aber die Frage ist, was genau, weiß ich noch nicht. Jetzt haben wir noch eine Frage zu begrifflichen Grundlagen. Sie haben von schlechter KI gesprochen. Dann müsste man fragen, okay, was ist dann das Gegenbild, die gute KI? Und dann gibt es ja auch die Begrifflichkeit, die in dieser Vorlesungsreihe schon öfter aufgetreten ist, insbesondere auch bei der Diskussion der Philosophinnen und Philosophen, starke und schwache KI. Wie verhalten sich diese beiden Klassifizierungen zueinander? Ist das eine Matrix? Also wenn ich ganz kurz noch mal auf schlechte KI eingehen darf, damit habe ich jetzt nicht eine bösartige oder böse gemeint, sondern eine, die handwerklich schlecht gemacht ist. Okay. Im Gegensatz zu einer, die handwerklich gut gemacht ist, wo man immer noch auf der Suche ist, wie geht das jetzt genau? Kann ich KI zertifizieren? Kann ich zum Beispiel die Frage der Diskriminierungsfreiheit, was Frau Greuter ja auch ausgeführt hat, ich möchte ja gerne vorurteilsfrei Leute einstellen und nicht wieder doch die weißen alten Männer. Also wir hätten nach wie vor gute Chancen an vielen Stellen im Arbeitsmarkt, wo andere das bestimmt gleich gut machen, aber nicht so gute Karten haben, weil sie nicht die Bonität und was weiß ich alles auf die Waage bringen. Und das geht nur, wenn ich mir diese Attribute auch anschaue. Wenn ich die einfach rauslasse, dann geht das nicht. Und sowas hinzukriegen und schlechte KI ist dann einfach, man hat irgendwas übersehen, die Modelle sind nicht gut, die Daten sind nicht gut kuratiert. Das System ist schlecht verknüpft mit anderen und zum Beispiel bei uns war mal die Wasserpumpe, also die Zirkulationspumpe im Keller kaputt und dann früher hätte man halt eine Schraube ausgetauscht oder irgendwas und dann hat der Installateur gesagt, naja, da ist halt zu viel KI drin, das kann man nicht mehr reparieren, muss sie austauschen. Das ist Ressourcenverschwendung. Das ist nicht nur die Rechnung, die dazu bezahlen, das ist schade, sondern das ist gesamtwirtschaftlich nicht sinnvoll. Und an dieser Stelle, es gibt ja auch ein Fraunhofer-Institut für kognitive Systeme, heißt das, meine ich, die sich auf die Fahnen geschrieben haben, wie baue ich denn solche Systeme in einer sicheren Art und Weise. Geht es weniger um Datenschutz, sondern um Sicherheit. Bei autonomen Fahren, bei Steuerung von medizinischen Systemen ist da schon sehr viel da. Zertifizierung und Überprüfung, aber in vielen Alltagsdingen halt vielleicht nicht. Also das meinte ich mit der schlechten KI. Und jetzt hatten sie, entweder ich mogel mich jetzt drum rum, weil starke und schwache KI ist jetzt nicht mein Kernthema, aber eigentlich hatten sie danach gefragt.
Das ist jetzt nicht so meine Lieblingseinteilung. Okay. Man kann immer eine Matrix bauen, das ist eine gute Idee und schauen, wo steht was und was mache ich draus. Da kann man strategisch sagen, das eine will ich weiterentwickeln, das andere lasse ich auslaufen. Dazu bin ich wieder zu sehr von der technischen Ebene. Verschiedene Stufen kann man sich immer irgendwie vorstellen. Ja. Als ich studiert habe, gab es ein Buch, das wir in unserem Kreis unbedingt gelesen haben mussten, sonst gehörte man nicht mehr dazu, nämlich das Buch von Hofstadter, Gödel, Escher, Bach. Habe ich auch geliebt, ja. Abiturzeit, das habe ich jetzt eigentlich auch vermutet. Bleiben wir bei dem Gödel und bei der starken KI. Als Argumente formuliert jemand, gegen die Möglichkeit der Entwicklung einer starken KI werden regelmäßig die Gödelschen Unvollständigkeitssätze vorgebracht. Was halten Sie von diesem Einwand? Okay, jetzt müsste ich diese starke KI besser parat haben. Ich demontiere mich ja immer selber und sage, was ich dann wieder auch nicht kann. Also Gödelsche Unvollständigkeitssätze, die fallen mir immer dann ein, wenn es darum geht, zum Beispiel Fake News zu entlarven. Und das ist, glaube ich, sollte hier nicht so rumspielen, weil irgendwie das Signal gestört ist. Denn manche Dinge kann man rausfinden, das ist jetzt offensichtlich eine Unwahrheit und das stimmt alles nicht, kann man nachweisen, aber manche Dinge kann man nicht rausfinden. Wenn ich einem Lügendetektor so einen unentscheidbaren Satz gebe, dann kann er nicht sagen, das ist richtig oder falsch. Damit hätte er ein mathematisches Problem gelöst, wo Gödel eben nachgewiesen hat, dass sich das gar nicht lösen lässt. Vorher hat man gemeint, es geht schon alles, mit genügend viel Gehirnschmalz, mit genügend viel Aufwand kann man jeden Satz beweisen. Und Gödel hat gesagt, nee. Also es gibt durchaus Systeme, die sind geschlossen, die gelten und da kann ich eben nicht alles beweisen. Und ob das jetzt, das ist sicher eine Schranke auch für die KI, aber ich glaube, die ist so weit hinten, das ist so ein bisschen vielleicht wie dieses Vexierbild, das lässt sich halt dann auch nicht lösen, aber vielleicht macht das auch gar nichts. Es gibt genügend viele andere Sachen. Ich nehme jetzt mal das als meine Antwort. So, jetzt springen wir global in einen ganz anderen Bereich. Jemand fragt, gibt es Ansätze durch Machine Learning in der Pädagogik, um das Lernen an sich zu verbessern? Ja, gibt's. Und da gibt es zwei Richtungen. Das eine ist die Richtung in der Frage, wie kann ich das Lernen verbessern durch Einsatz von KI. Ich kann zum Beispiel den Lernenden widerspiegeln, was für einen Kenntnisstand sie schon erreicht haben. Und ich kann also Learning Analytics ist so eine Forschungsrichtung oder eine praktische Richtung. Wie entwickle ich, in welchen Portionen gebe ich Wissenseinheiten an die Schülerinnen und Schüler, an die Studierenden weiter. Wie kann man sich selbst einen Spiegel vorhalten, was man schon kann, automatisches Prüfen, ich kann schon Tests machen. Also man kann sich ganz, ganz viele Dinge vorstellen, wo man verschiedene Elemente aus der KI braucht, um das zu unterstützen. Und die andere Richtung, die mir auch sehr gut gefällt, ist, wenn ich das künstliche Lernen, das automatische Lernen studiere, dann kriege ich vielleicht auch eine Rückmeldung darüber, wie denn das natürliche Lernen funktioniert. Zum Beispiel im Alter, wer weiß, wo ich da schon angekommen bin, aber irgendwann, da erinnert man sich ja mehr an die frühen Dinge im Leben. So die Kindheitserinnerungen, die werden immer wichtiger. Und dass das mir gestern ein Nachbar erzählt hat, das weiß ich heute schon gar nicht mehr. Und das ist auch was sich im automatischen Lernen rausfinden lässt. Diese Trainingsdaten, es kommt auf die Reihenfolge der Trainingsdaten an, was sich wie in den neuronalen Netzen wie verdrahtet. Und vielleicht kann ich ein paar Dinge verstehen, wo ich sage, naja, dann Lernen funktioniert offensichtlich so, da könnte ich doch auch in der Pädagogik was erreichen. Aber das ist jetzt eine wilde Hypothese, aber wenn da in dieser Richtung was passiert, dann hätte es sich schon wieder gegenseitig befruchtet. Ja, jemand fragt, wie sehen Sie den Einsatz von KI bei der Bewertung von menschlichen Leistungen? Also jetzt hätte ich fast Bewerbung gelesen, aber das wäre, glaube ich, gar nicht falsch gewesen, das zu lesen. Klammer auf, Schule, Hochschule, Job, fragt die Hörerin oder der Hörer. Ja, also wenn es jetzt in der Schule oder Hochschule darum geht, ob Antworten richtig sind und ob man vielleicht irgendwas noch gelten lassen kann, weil man zum Beispiel mit einer Sprachverarbeitung Aussagesätze in Wissensdarstellung überführt, dann glaube ich, ist das sehr gut und hilft weiter. Das ist aber natürlich nur die technische Ebene. Das ist, glaube ich, die Frage, die geht, glaube ich, weiter. Wollen wir eine Bewertung haben, die dann
auch Auswirkungen hat. Also zum Beispiel bei Bewerbungen im Berufsleben. Ich kriege 300 Bewerbungen rein für 10 Stellen oder 3 Stellen oder eine und ich möchte die durch die KI vorsortieren lassen. Ist das eine gute Idee oder nicht? Ja, also sicher nicht unreflektiert, sollte man nicht einfach so machen. Und ich denke, gerade die Dinge wie welche Art von Bias, also welche Vorurteile sind da drinnen, will ich das eigentlich so haben? Wie muss ich das gestalten, damit die Auswahl zum einen das Profil trifft, was ich brauche, zum anderen aber auch irgendwie fair ist. Fair kann auch sein, einfach mal zu würfeln. Wird da wirklich echt gewürfelt? Vielleicht ist das sogar fairer als Nasenfaktor oder hat mir jetzt aber nicht gefallen, also nehme ich ihn nicht. Also es könnte sogar zu faireren Dingen führen, aber ich sage extra könnte, denn es ist nicht automatisch gegeben. Das ist, glaube ich, wie in jeder Verwendung von technischen Systemen diese, was tut das System und was will ich eigentlich haben? Kann ich das in Einklang bringen? Kann ich das ethisch vertreten? Das ist die Rolle und nicht, ob das geht, weil gehen tut es garantiert. Nur wie will ich es eigentlich haben? Das ist, glaube ich, die Gedanken, die wir uns machen sollten als Einzelne, als Gesellschaft, als Verantwortungsträger, als Menschen. Und jemand fragt, gibt es schon KI-Algorithmen, die wir Menschen nicht mehr nachvollziehen können? Beispielsweise Instagram, YouTube etc. Da wird ja oft gesagt, dass die selbst die Entwickler nicht mehr nachvollziehen können. Und vielen Dank. Ja, dann noch. Gerne. Das ist eine sehr schöne Frage, die ich gerne auf 2 Ebenen auch beantworte. Also Sie sehen, ich habe immer so einen Mix an Dingen. Also Beispiel neuronale Netze. Man hat sehr, sehr gut verstanden, wie das technisch funktioniert. Ich habe also lineare Algebra, also die Mathematik hat man sehr gut verstanden, die man auf diese Darstellungen loslässt. Man hat ein bisschen Nichtlinearität, die Aktivierungsfunktionen, typischerweise irgendwie sigmoide Verläufe, sodass man das noch differenzieren kann, dass die ganze Mathematik funktioniert. Das hat man sehr, sehr gut verstanden, was da passiert. Was man aber nicht sehr gut verstanden hat, ist, wie sich das dann auswirkt. Und es gibt da so ein paar ganz einfache Beispiele. Also auch bei Gödel, Escher, Bach ist so ein Beispiel drin. Man nimmt eine natürliche Zahl, wenn sie, ich weiß nicht, vielleicht war es ein bisschen anders in dem Buch jetzt, da gibt es ein paar Spielarten. Wenn es eine gerade Zahl ist, teile ich sie durch 2. Wenn es eine ungerade Zahl ist, nehme ich es mal zum Beispiel 3 plus 1 oder minus 1. Und dann ist die Frage, wo kommt man da raus? Welche Zahlen kann man da erreichen? Enden die alle auf der gleichen? Und dann hat man es für die ersten 10.000 oder 20 Millionen, weiß ich nicht, wo der Stand heutzutage ist, schon rausgefunden. Man weiß aber nicht, wie das weitergeht. Und so ähnlich ist es auch bei diesen neuronalen Netzen. Was sich jetzt wirklich wo festsetzt, das hat man an vielen Stellen noch nicht verstanden. Deswegen ist eine wichtige Forschungsrichtung Explainable AI, kam auch bei der Frau Coutinho und an anderen Stellen schon vor in dieser Reihe. Man möchte verstehen, was passiert. Denn zum Beispiel die Hunde-Katzen-Bilder, die man gut unterscheiden kann, da hat man festgestellt, also Hunde und Huskies, also so Hunde, die im Schnee unterwegs sind, kann man auch sehr, sehr gut unterscheiden. Und es lag im Endeffekt aber dann am Hintergrund, da war ein weißer Hintergrund und deswegen waren die alle richtig beurteilt. Und man hat gar nicht das richtige Bild verstanden, sondern den Hintergrund. Und das ist nicht das, was man will. Dann funktioniert das System, aber anders, als man es haben möchte. Jetzt habe ich den Faden verloren. Die Frage war, ob man KI gut genug verstehen kann. Ja, und ob man das noch selber nachvollziehen kann. Ja, und jetzt zu verstehen, wo sind denn eigentlich die Entscheidungen begründet? Und dann hat man erst das schöne Ergebnis gehabt und dann hat man verstanden, Moment, das liegt an der falschen Ecke. Und das sind genau die Fragen, die wir uns immer noch an vielen Stellen stellen müssen. Was bauen wir denn da eigentlich? An was liegt es denn? Wo sind, wenn ich eine Designentscheidung anders treffe, auf was kommt es an? Wo sind die Sensitivitäten? Und das ist eine ganz wichtige Forschungsrichtung, da noch dran zu arbeiten, das wirklich nachvollziehbar, verständlich zu machen. Erst dann kann ich auch Haftung dafür übernehmen. Also mir wird nicht eine Versicherung irgendwas versichern, wo sie sagen, wenn sie mir nicht erklären können, was da die Auswirkungen sind oder wie das genau funktioniert, dann versichern wir das einfach gar nicht. Und also es gibt schon genügend viel Druck an den kritischen Stellen, das zu tun. Das sollte man auch nicht ablassen davon. Da ist noch Forschungsbedarf. Wie viel man dann wirklich verstehen kann, ob es irgendwo so wie bei Gödel das kann man nicht mehr verstehen, mal Aussagen gibt da bestimmt auch, weiß ich nicht, aber es ist noch sehr viel an der Stelle zu tun, wo es schon geht, wo man aber noch nicht so weit ist. Ich finde es übrigens sehr schön, wenn unsere Hörer, auch wenn unsere Kommunikation jetzt so technisch verläuft, bestimmte
Redekonventionen beibehalten, die wir im Hörsaal hätten. Zum Beispiel, indem Sie die Frage mit einem Dank beginnen. Jetzt will ich noch 2 Fragen herausgreifen, die genauso so agieren. Vielen Dank für den facettenreichen Vortrag, schreibt uns jemand. Ich hätte eine zugegebenermaßen sehr philosophische Frage. Ist davon auszugehen, dass eine starke KI, da kommt nochmal der Begriff, auch ein Moral- bzw. Ethikbewusstsein mit zunehmend wachsender Intelligenz entwickelt? Vom frühen Tier zum Menschen ist das ja irgendwann so passiert. Oder ist dazu ein sozialer Austausch mit anderen Bewusstseinen zwingend notwendig und somit wäre dies von einem einzelnen Bewusstsein nicht realisierbar? Da bin ich natürlich jetzt viel zu wenig Philosoph, so sehr mir das Gebiet gefällt, aber da kann ich dann nicht mehr mithalten. Es war diese Woche ein sehr interessanter Vortrag, auch auf diesem ZAS-Workshop von einem, jetzt habe ich dummerweise den Namen nicht parat, einem Teilnehmer auch dieser Podiumsdiskussion zum Thema KI, die der Herr Wirsing geleitet hatte. Und da habe ich, man versteht ja immer, was man alles nicht versteht. Also das ist das Spannende an diesen interdisziplinären Runden, dass man Ethik sehr unterschiedlich begründen kann. Dann entweder man hat irgendwelche Annahmen mit drin oder man hat keine Annahmen mit drin und es hängt davon ab, von soziologischen Hintergründen oder eben auch nicht. Und das eine ist ein bisschen absoluter und das andere hat wieder andere Stärken. Und also von daher traue ich mir da jetzt keine gute Antwort zu geben, aber das sind auf jeden Fall wichtige Fragen. Und die Ethik und die KI, also es gibt zum Beispiel so Moral Machines, das ist so eine Entwicklung aus, weiß ich nicht mehr, welche Uni das war, die haben zum Beispiel gesagt, also so drastische Fragen, dann man hat ein autonomes Auto und das kann jetzt noch das Ruder rumreißen oder auch nicht und entweder die alte Frau über den Haufen fahren oder die Gruppe Jugendlicher, wo würde man sich entscheiden und dann ist ein Weg, den man da gehen kann, dass man Leute befragt, was würdet ihr denn tun? Und da kam raus, dass es sehr große kulturelle Unterschiede gibt. Also in asiatischen Ländern haben ältere Leute einen sehr viel höheren Stellenwert. Da würde man eher das schonen und in anderen Kulturen sagt man, ja, die Jugend und das ist auch die Zukunft und da reflektiert man praktisch drauf, was würden jetzt Menschen, was würde die Gesellschaft sagen und nicht einfach nur die KI soll es dann halt wenigstens mal richtig machen. Wieder andere sagen, Würfeln ist das einzig Wahre, denn man mag keine Entscheidung treffen und das ist interessant, dass es unterschiedliche Empfinden gibt, was jetzt ethisch richtig ist und dass man nicht als Ingenieur eins festlegt, sondern dass man sagt, was beruht jetzt auf guten Modellen, wie kommt man zu guten Entscheidungen, dass man die Juristen, die Philosophen, die Soziologen alle und weiß ich, wen noch alles mit ins Boot holt, um zu sagen, wenn schon KI Entscheidungen fällt, müssen wir dafür sorgen, dass das welche sind, die wir auch mögen. Also prinzipiell, nicht die Einzelentscheidung, man kann nicht überall jemand hinterherfahren, ein automatisches Fahren und ich muss dann immer noch aufpassen, das würde ich nicht aushalten. Wobei ein aktuelles Modell ist, irgendwo muss einer sitzen, der die autonomen Autos überwacht. Das ist eines der EU-zertifizierten Modelle oder regulierten Modelle. Aber also es ist spannend. KI ist nicht nur technisch, das ist eine Herausforderung, weil so viel möglich ist, müssen wir uns so viel um so gestalterische Fragen kümmern, weil das ist nicht einfach nur so ein Randthema und das gibt sich schon wieder. Das wird uns durchsetzen, unsere Gesellschaft, unser Leben durchsetzen und deswegen muss man so aufpassen, dass wir so gestalten, wie wir es wollen, wie uns das gut tut. Jetzt haben Sie auch noch einen schönen Bogen zurückgeschlagen zu den Überlegungen von Herrn Greger aus unserer Philosophie-Ethik-Folge unter der Moderation von Herrn Wirsing vor Weihnachten. Und jetzt die letzte Frage auch nochmal. Vielen Dank für die interessanten Gedanken und Ausführungen. Und jetzt kommt die Frage, also Sie hatten vorhin gesagt, schlechte KI ist schlecht gemachte KI, jetzt kommt die böse KI. Gibt es eine übergeordnete Instanz, die die KI-Entwicklung weltweit auf dem Radarschirm hat, damit verhindert wird, dass auch böse KI entwickelt wird, zum Beispiel von diktatorischen Staaten? Herzlichen Dank. Ja. Könnte man sich wünschen, ob wir das wirklich wollten, weiß ich nicht. Denn wer wäre denn diese Instanz und wer würde die denn kontrollieren? Man könnte das auch jetzt religiös beantworten. Natürlich gibt es so eine Instanz und die sorgt schon dafür. Aber ich glaube, ich habe mal irgendwie einen sehr klugen Satz gelesen, das ist, glaube ich, so aus dem jüdischen Gedankengut.
wo sich einer bei Gott beklagt, ja, wieso greifst du da nicht ein? Da muss doch was passieren, da muss man doch dafür sorgen, dass hier nichts Schlimmes passiert. Und dann sagt Gott zu ihm, ja, aber ich habe doch was gemacht, ich habe dich in die Welt gesetzt. Und den Gedanken finde ich so gut. Es kommt auf uns an. Wir sind die gefordert sind. Auf der technischen Seite die Entwickler, insgesamt alle, die was davon verstehen, die sich damit auseinandersetzen, die politischen Entscheidungsträger überall, dass wir dafür sorgen, wie kann es gehen. Es gibt nicht die eine Instanz, die sowieso dafür sorgt. Vielleicht stärkt uns sie den Rücken, wenn wir religiös sind, aber es ist nicht die, die dann eingreift. Und ich glaube nicht, dass die nächste Sintflut kommt und das repariert, sondern wir müssen es reparieren. Jeder Einzelne von uns, das erzähle ich auch gerne in der Vorlesung. Und wir können nicht sagen, auch wir als Techniker, wir haben damit nichts zu tun, was die Leute damit machen. Wir müssen das auch mitdenken. Und alle anderen Wissenschaften, die sich auseinandersetzen, was kommt da auf uns zu, wollen wir das? Ich glaube, der Mensch, wir als Menschen sind die gefordert sind. Vielleicht können wir nicht alles lösen, aber das, was wir lösen können, sollten wir tun. Und diese Verantwortung, glaube ich, wenn wir die jeder für sich wahrnehmen, dann ist das insgesamt diese Macht, die wir ansonsten, glaube ich, auch nicht haben wollten. Wer sollte das sein? Wie einigen wir uns, wem wir das in die Hand geben? Das darf nur irgendwas Externes sein, irgendwas Transzendentes, sonst ist es zu strittig. Und selbst über Gottesvorstellungen streitet man sicher auch. Unser Team hat jetzt noch ein paar Bemerkungen auf das iPad mir gespielt. Das sind gar keine Fragen, sondern da drücken einfach nur Zuschauer aus, wie sie diese Vorlesung empfunden haben. Und eine, sind alle im selben Tenor, will ich einfach vorlesen. Ein super Vortrag. Danke an dieser Stelle auch für die gesamte Reihe. Na, also das nehmen wir doch in der Tat gerne an. Und da schließe ich mich auch an. Vielen herzlichen Dank, Herr Seidel, für diesen unglaublich faszinierenden Vortrag. Vielen herzlichen Dank für diese tolle Diskussion. Wir hätten noch jetzt Stunden weiter diskutieren können, denn es gibt an jeder Ecke noch so viele Fragen, die so interessant und so spannend sind und die unsere Zukunft so unmittelbar betreffen. Aber dass wir überhaupt diesen Impuls liefern konnten, das ist wirklich toll. Ein wunderbarer Schlussstein für die gesamte Reihe. Also ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Und ich möchte mich natürlich auch bei Ihnen, liebe Zuseherinnen und Zuseher, ganz herzlich bedanken für Ihre Aufmerksamkeit und wieder für Ihre Fragen. Und wenn Sie nicht nur heute dabei waren, dann auch für die Treue, die Sie uns über mehr oder vielleicht sogar über alle diese Vorlesungen gehalten haben. Vielen herzlichen Dank. Und Sie wissen, für uns ist es sehr wichtig, von Ihnen ein Feedback zu bekommen. Da lernen wir. Wir lernen für unsere Planungen für die Zukunft. Wir lernen, was können wir machen, was sollen wir vermeiden, in welche Richtung geht das Ganze. Und deswegen möchte ich Sie bitten, nehmen Sie doch teil an unserer Feedback-Runde, an der anonymen Online-Umfrage, die Sie jetzt gleich auf der folgenden Folie im Abspann über einen QR-Code mit Ihrem Smartphone aufrufen können oder mit einem Link, der jetzt auch gleichzeitig im Chat veröffentlicht wird. Und wir freuen uns grundsätzlich über Ihr Interesse nicht nur an dieser Veranstaltung, sondern an allen Veranstaltungen der LMU, mit denen wir uns an ein breiteres Publikum richten. Bitte schreiben Sie doch gerne eine Nachricht an ringvorlesung-lmu@lmu.de, Ringvorlesung- oder -lmu@lmu.de, wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen und wenn Sie sich informieren wollen, was weiterhin passiert. Sie können sich auch gerne immer auch über unsere entsprechende Webseite informieren. Auf der LMU-Homepage gehen Sie einfach zu Uni für alle und da sehen Sie auch, welche Angebote wir noch in Zukunft haben. Ja, einer meiner großen Vorbilder sagt an dieser Stelle, ist denn heute wirklich schon Schluss? Ja, für heute ist Schluss, aber wir kommen wieder. Die LMU wird auch im nächsten Wintersemester eine Ringvorlesung veranstalten. Und ich habe das schon mal angedeutet und will das auch jetzt sagen. Unsere Planungen laufen gerade erst an. Wir sind noch ganz offen, was wir realisieren können. Aber eines haben wir doch fest im Blick. Das ist unser Plan. Bitte legen Sie uns nicht fest, aber diesen Plan will ich Ihnen doch sagen. Und das ist etwas, was wir von Ihnen gelernt haben. Wir wollen in beide Richtungen gehen. Wir verstehen uns als eine Präsenzuniversität. Unser akademisches Leben findet an der Universität
statt, also in den Gebäuden der Ludwig-Maximilians-Universität. Und da wollen wir Sie auch im nächsten Wintersemester begrüßen. Aber die Vorteile, die uns diese Kommunikation über das Medium Internet geboten hat, die wollen wir deswegen auch nicht fahren lassen, die wollen wir beibehalten. Das heißt, wir planen für das nächste Wintersemester eine hybride Veranstaltung für ein Publikum im Hörsaal und für ein Publikum zu Hause vor den Monitoren. Mehr wird noch nicht verraten, viel mehr kann ich auch noch nicht verraten, weil noch viele Ideen im Schwange sind. Aber ich würde mich freuen, wenn wir Sie auch im nächsten Jahr wieder begrüßen dürfen. Also für heute vielen herzlichen Dank und bleiben Sie gesund und kommen Sie wieder zu uns.